Einen wunderschönen guten Abend. So, es freut mich sehr, dass Sie alle da sind. Heute gibt es das Thema Schablonen. Das werden wir mit allen möglichen Arten von Techniken vorstellen. Und es gibt eine kleine Vorschau auf nächste Woche, weil es ist ja schon relativ schnell wieder den nächsten Livestream mit einem neuen Papierset, mit neuen Reispapieren und dann wird ein bisschen was für den Garten gebastelt. Jetzt fangen wir aber wie immer an mit Ihren tollen Werken, die Sie bei uns auf www.lablanche.eu hochgeladen haben. Und da ist schon das erste tolle Werk mit den neuen Schablonen und auch den MDF-Platten und den Schmetterlingen von Alexandra Winter. Ganz toll gemacht. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das so richtig sehe, dass auch die Unterlage vielleicht mit dem Magnesiapuder gemacht wurde. Also das sieht so ein bisschen danach aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und sieht toll aus. So, als nächstes haben wir dann, ja, Frau Anja Teubel, aber auch Herr Edwin Ruther hatte ganz schön mit den Silbertransfers passend zu den Vasen gebastelt, also auch diese Dosen passend gemacht. Sieht natürlich auch fantastisch aus, passt super schön zusammen und vielleicht hat ja der ein oder andere jetzt noch eine Hochzeit oder irgendeine andere schöne Festlichkeit vor sich und da eignen sich diese silbernen oder auch goldenen Blumentransfers einfach fantastisch, wenn man sie auf beige oder relativ neutral gestaltet. Dann haben wir Frau Annemarie Heinrich, das ist ein ganz altes Reispapier, was ich aber auch ganz toll finde, hat dieses Bild hochgeladen. Da sieht man sehr schön mit der Konturenpaste gemalt, sieht super schön aus, mit den Blättern alles, ganz, ganz toll. Ja, und er hatte eine tolle Idee mit den Panthern, die eigentlich für Töpfe oder so waren, also, ich weiß, Leoparden, nicht Panther, gell, mit den Leoparden. Er hat ein Tablett dazu gemacht und hat sie dann auch noch ein bisschen farblich angepasst, ihnen auch noch ein Strasshalsband angezogen und die Idee finde ich natürlich wirklich sehr schön. Da kann man jetzt Kerzen oder sonst irgendetwas draufstellen, es ist sehr, sehr dekorativ. Ja, und Frau Schubert, eigentlich kenne ich sie fast ausschließlich über Steampunk, hat jetzt mal so diese Dame kreiert, natürlich auch mit dieser schönen Zahlenschablone. Sieht auch aus, als hätte sie das mit dem Magnesiapuder gemacht und dann aber mit Moldformen so ein schönes Tuch in die Haare gestaltet. Sieht sehr, sehr schön aus. Und sie habe ich noch nicht gesehen, sie ist neu hier, glaube ich, bei uns in Bilder hochladen. Sie hat auch ganz viel hochgeladen und das ist eine von diesen LED-Lampen mit den Transfermotiven und diesen kleinen Punkten drauf gemacht. Ebenfalls sehr schön. Ja, sie ist mir auch neu, glaube ich zumindest. Frau Filou finde ich super schön mit der Mauer, auch den Übergang. Der Übergang gefällt mir ganz toll. Und das sind unsere alten Puffy-Sticker, glaube ich, die wir mal hatten. Sieht super schön aus. Ja, sie hat natürlich wieder eine tolle Idee. Und zwar, das sind Acryl. Eier, die hat sie, ich gehe mal davon aus, mit dem, entweder mit der Kristallpaste, die wir haben, könnte aber auch mit der Rainbow-Paste sein, also irgendwie mit diesen Pasten ganz hauchfein betupft. Und dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre das Hati, weil es so weiß ist, kann natürlich auch Resin sein und dann einfach mit diesen Moldformen in weiß reingemacht, dann auch noch ein bisschen Glitter scheinbar da drauf. Sieht sehr schön aus, erst recht, weil sie da noch ein Teelicht reingesetzt hat. Ist mal was ganz anderes, gefällt mir sehr gut. Ein Acrylei? Ja, ne? Das sind Acryleier, das sind Acryleier, ja. Ich bin noch nicht ganz sicher, vielleicht kann sie es schreiben, was sie genau da drauf hat. Wir haben ja Heavy Body Gel, Eisgel, das könnte es sein, es könnte aber Rainbow sein, Opalesque Paste, aber die gibt es glaube ich nicht mehr, gell? Mattlack? Könnte es auch sein, nein, es ist mit kleinem Glitter drin, okay. Gell? So matt glitterig, deswegen Opalesque könnte es auch sein. Keine Ahnung, aber vielleicht kann sie es noch mal schreiben, was sie da benutzt hätte. Das wäre ganz toll. Und ob das Resin ist oder ob es Hati ist, das wäre auch schön, wenn man das wüsste. Aber ich glaube, es ist Hati, wenn ich das hier so sehe. Ja, und das ist auch mal eine ganz andere Zusammenstellung, gefällt mir auch super schön. Das heißt, es ist Grunge und dann mit Josephine zusammengestellt und halt einfach die blauen, die Brauntöne und super süß da die Vase davor gemacht und diese kleinen Blümchen rein.
super schön. Ja, da muss man unbedingt mal gucken beim Mitmachen, was sie gemacht hat. Sie hat eine Shadowbox gemacht und diese Idee, auch man sieht die Shadowbox also in verschiedenen Einstellungen, aber die Idee mit diesen Krakenarmen aus dem Bilderrahmen ist einfach nur toll. Also super toll gemacht mit auch diesen ganz kleinen Büchern und so, super schön. Lohnt sich unbedingt anzugucken, sie hat auch noch mehr Bilder dazu hochgeladen. Ja, und Michaela hat auch jede Menge Bilder hochgeladen und sie hat sich um Theodor gekümmert und sieht auch sehr schön aus. Ich gehe mal davon aus, es sind Stempel im Hintergrund. Kann das sein oder sind es die Goldtransfers? Eins von beiden, es könnte Goldtransfers sein, bin ich ganz sicher. Ja, und sie hat auch mal was hochgeladen und zwar eine alte Zinkwanne hat sie gemacht mit den, ich meine mit den Antiking Paints könnte das sein und Moldformen. Auch jetzt gerade jetzt für Terrasse, für draußen sehr, sehr schön. Auch das ist natürlich etwas, was ich immer liebe, diese Sachen. Das ist das, helft mir Sam, ist das Josephine? Es kommt auf jeden Fall, das ist, haben wir das überhaupt noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Es könnte Josephine sein, es könnte, aber es kommen jetzt, es kommt jetzt Ähnliches im Mai, kommt wieder etwas in dieser Richtung. Aber sehr schön mit den Molds, mit den Ecken und die Herzen. Ja, Herzenmold hatte ich ja gesagt, die haben wir nochmal nachbestellt, die werden jetzt auch irgendwann nochmal kommen, weil da auch so viele Leute immer nachgefragt haben. Ja, und ja, sie ist so in Perlmutt, würde ich sagen, könnte Wachspaste sein, was oben drauf ist. Ich würde so sagen, es könnte die Chamäleon-Wachspaste sein, weil es diesen Perlmutt-Goldschimmer hat von Ute Böttcher. Auch eine schöne Zusammenstellung mit den Hortensien im Hintergrund und dann vorne mit den Moldformen. Das sind, glaube ich, die alten Moldformen von Prima, meine ich, waren das. Gell? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt fangen wir an mit den Beispielen. Was ich direkt sagen muss, wir haben heute noch mal eine gewisse Anzahl von Schmetterlingen reingesetzt, aber die sind auch schon wieder weg. Und bevor die ganze Frage kommt, wir bekommen sie nicht mehr rein. Tut uns leid, aber das waren jetzt alle und die letzten, jetzt sind sie weg. Jetzt gibt es sie nicht mehr. So, jetzt haben wir die Schablonen und die sind jetzt hier auf dieser Kiste mit Heavy Body Gel matt aufgetragen worden. Und ich werde jetzt aber jede einzelne Technik, die wir hier gemacht haben, werde ich nachher nochmal nachmachen. Also Sie können sich jetzt, sage ich jetzt mal, diese fertigen Sachen zu Gemüte führen, ohne unbedingt jetzt großartig was wissen zu müssen. Ich werde das nachher alles nochmal machen. Es sind einfach diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Das eine war Heavy Body Gel matt, was transparent ist, wo man die Farbe unten drunter gut sehen kann, was natürlich auch eine gewisse Höhe hat, wo man schön mit Lasur arbeiten kann. Hier in der Mitte, das ist jetzt ganz normale Modellierpaste, die sich auch immer eignet, fantastisch über Papier zu machen. Da kommen wir direkt gleich nochmal, wenn ich das neue Papierset Ihnen vorstelle, was wir nächste Woche zeigen. Da eignen die sich auch absolut perfekt dazu, zum Beispiel mit Modellierpaste noch mit den Schablonen zu arbeiten. Hier ist es dann wieder die nächste Dose, immer in Kombination. Ich mag das gerne, wenn man jetzt dann obendrauf zum Beispiel unsere neuen MDF-Teile nimmt oder auch diese Ornamente, die wir haben. Wir haben ja nicht, wir haben jetzt neu als MDF-Teile diese kleinen. Ich mag sie ganz besonders gern, weil sie halt nicht so groß sind, weil man hier auch in dieser Größe jetzt zum Beispiel ein kleines Layout machen kann und weil sie natürlich perfekt sind, jetzt für das nächste Papierset, dass man ein bisschen Papier, ein bisschen Schablone und vielleicht ein, zwei gelaserte Elemente draufsetzt. Also das ist dann schon fertig und sieht halt toll aus. So, hier haben wir jetzt, sehen wir zurück nochmal zu den Dosen. Die sind halt farbig gemacht, dann sind sie mit Heavy Body Gel matt
Also deswegen ist es die gleiche Farbe wie unten drunter, dann ist eine Lasur oben drauf gesetzt und dann ein bisschen mit dem Goldwachs gearbeitet. Hier oben sehen Sie jetzt, dass wir die zwei von diesen, die ich Ihnen eben hochgehalten habe, dass wir einfach zwei längs nebeneinander gesetzt haben und dann noch, also Ornamente, die gibt es bei uns fertig im Shop, noch diese Ornamente draufgesetzt hat. Und da kann man natürlich alles draufsetzen, aber man hat so einen schönen Mittelpunkt auf diesen Dosen. So. Das ist jetzt ein Layout, das ist jetzt mal mit Strukturpaste gemacht. Strukturpaste, warum? Weil sie rau ist von der Oberfläche. Und wenn man dann mit so glittriger Lasur arbeitet, das ist diese transparente Goldlasur, die hier drauf ist, dann bleibt der Glitter auch in diesem rauen hängen. Und dementsprechend ist das dann stärker sichtbar, als wenn man jetzt eine glatte Oberfläche machen würde. Da würde der Glitter sich ja wegwischen, wenn man es dann von der Oberfläche wegwischt. So, dann jetzt genau, da haben wir wieder die Kisten und auch da sieht man wieder oben halt wunderbar mit den MDF-Teilen drauf gearbeitet. Ich hätte die erste Frage. Ja. Kann man Modellierpaste auch für Siebdruckschablonen verwenden? Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Modellierpasten. Die Modellierpaste von uns ist sehr fließend, sehr weich, das geht, aber muss ich direkt sagen, das Ergebnis wird sehr, sehr fein sein. Das heißt, der Unterschied ist ja, diese Siebdruckschablonen sind ja eigentlich mehr für Farbe geeignet. Und das bleibt ja nicht dick. Und eine Modellierpaste ist ja eigentlich dafür da, dass Sie eine dicke Oberfläche haben. Dementsprechend, wenn Sie mit dem Spachtel rübergehen, wird das Flüssige, die Farbe von der Modellierpaste, wird man unten sehen. Aber das Dicke werden Sie mit dem Spachtel oben wieder runterholen. Und dementsprechend macht es nicht viel Sinn, weil Sie dieses Erhabene, was wir ja eigentlich haben möchten, was wir durch die Mylar-Schablone bekommen, wenn wir mit Modellierpaste arbeiten, das wird nicht da sein. Also deswegen können Sie eigentlich nur direkt mit weißer Farbe arbeiten. So, hier haben wir jetzt ein Acrylherz genommen, haben vorher Harti ausgewalkt, haben ein bisschen Spitze auf das Harti gedrückt, das werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen, und haben dieses Acrylherz, also das halbe Acrylherz, mit dem Harti dann überzogen, das Ganze trocknen lassen. Und dann ist das hier erst mit Lasur angemalt worden, damit das in diese kleinen Vertiefungen geht und oben drüber dann nochmal mit Goldwachs oben drüber. Goldwachs, weil man, wenn man jetzt Pigmentfix nehmen würde, würde das Pigmentfix auch in diese kleinen Vertiefungen reingehen und dann hätte man wieder das Problem, dass man dieses Muster nicht so gut sehen kann. Und deswegen Goldwachs und kein Pigmentfix. Das machen wir gleich, aber als allererstes mache ich ganz schnell mal so ein Herz, zeige Ihnen mal, wie das geht. Und dann gehen wir weiter zu den ganzen, sage ich jetzt mal, Schabloniertechniken. Weil das ist, glaube ich, schon eine Frage. So, hier haben wir jetzt wieder ein Herz und das sehen Sie dann auch, das ist natürlich hochglänzend. Das heißt, das ist die gleiche Technik, nur hier haben wir dann 3 oder 4 Mal Pouring Glaze drüber getan. Also da reicht einmal nicht, das ist diese Technik, wo man das ein bisschen drüber kippt. Und dann hat man diesen ganz dicken porzellanartigen Glanz da drauf. Die Schablone ist gemacht worden mit Krakelierpaste, das heißt, versucht man nochmal ganz nah daran zu kommen, dass man das sieht. Die ist also auch eine Paste, das heißt, sie ist etwas erhaben und sie kriegt, ja, das siehst du nicht. Siehst du es? Okay, ich sehe es nicht, vielleicht bin ich blind. Geh mal nach oben mit der Kamera. Da siehst du es, glaube ich, besser. Fühlen. Da oben. So, und jetzt ein bisschen näher. Ich glaube, hier sieht man es ein bisschen. Jetzt sieht man es doch perfekt, ja. Genau. Dass man wie kleine Mosaik, lauter kleine Risse hat. Diese Krakelierpaste, wenn man die so mit Schablonen arbeitet, braucht keine Grundierung. Das heißt, Sie geben die Paste, das zeige ich aber auch gleich alles,
einfach nur über die Schablone drüber und dann hat man diese Risse ohne eine Grundierung. Und Sie sehen schon die ganze Zeit auch die Bordüren, die außenrum sind. Das sind die neuen Moldformen, die Mitte Mai kommen, am 16. Mai, gell? Ich meine, Mitte Mai haben wir einen Livestream da. Kerzen dafür. Genau, ja. da sind sie auf jeden Fall bis jetzt geplant. Eine Frage, Ja. wäre es auch mal möglich, goldene oder silberne Modellierpaste im Shop zu bekommen, die auch noch flexibel ist? Ich kann mal den Chemiker fragen. Gold oder silberne Modellierpaste, die flexibel die ist. flexibel Also, ist. es gibt natürlich die Deluxe-Paste. Und die Deluxe-Paste ist ja eigentlich wie eine Modellierpaste. Das heißt, die Deluxe-Paste können Sie perfekt über Schablonen ziehen, hat also auch eine gewisse Erhabenheit, gibt es natürlich in Gold und gibt es in Silber. Das nennt sich bei uns Platin und Gold heißt Gold, glaube ich, gell? So, und sie ist auch insofern, Champagner, ne? Sie ist auch insofern flexibel, dass man sie, das ist so eine Technik, die manche Leute machen. Sie kennen vielleicht noch die wie nennt man diese Soft Molds? Sind das nicht Prägeschablonen? Wie heißen denn die Folder? Die Prägeschablonen. Sind das Prägeschablonen? So diese Ja. Prägeschablonen. Und man kann also zum Beispiel mit der Deluxe-Paste. Embossing Folders, ne? Ja, oder Embossing Folders. Kann man diese Prägeschablonen, wo man auch Modellierpaste Light reintun kann. Das kann man dann auch mit der Deluxe-Paste machen. Wenn die dann komplett durchgetrocknet sind und man holt sie raus, ist die auch flexibel. Das heißt, diese goldene oder silberne Deluxe-Paste können Sie dann zum Beispiel auch rund um eine Flasche geben. Also wenn es das ist, was Sie suchen, dann in Form von dieser Glitterpaste, also von der Deluxe-Paste, gibt es das. Eine rein silberne Modellierpaste oder rein goldene Modellierpaste hatten wir schon mal angefragt, hatten auch schon die ersten Muster. Kannst du dich erinnern, Sam? Natürlich nicht. Doch, wo du versucht hast zu plustern. Ja, Wo die im Backofen dann ganz toll war, aber nur im Backofen. Nicht mit Föhn. Okay. Also das haben wir schon mal versucht, also der Chemiker hat das schon mal versucht herzustellen. Wir waren aber noch nicht mit der Qualität so 100%, also es war zu kompliziert, um es zu sagen. Es ging nicht darum, dass man sie einfach nur schablonieren kann, sondern es war einfach zu kompliziert, um einen ganz bestimmten Effekt daraus zu bekommen. Aber wir sind dran. Vielleicht bis Weihnachten, vielleicht schafft der Chemiker. Also er weiß auf jeden Fall, was wir suchen und es sollte auch wirklich ein schönes Gold sein und ein schönes, wenn es nur so angemalt aussieht, dann nehme ich lieber das Pigmentfix und tue es hinterher drüber. Das glänzt ja viel mehr, ne? Pigmentfix glänzt. Ja, glänzt viel mehr und ist halt wirklich nicht ein Grau und ein Gelb, sondern ist wirklich ein Silber und ein Gold. So. Hier haben wir jetzt ein Papier, ein 30-30 Papier aufgebracht und hier ist auch wieder die matte Heavy Body Gel drauf. Das heißt, auch hier ist das Gleiche draufgesetzt worden, was jetzt vorher auf diesen Kisten zu sehen war. Heavy Body Gel matt ist natürlich sehr schön, weil man kann auf der einen Seite durchgehen, aber dadurch, dass es nicht glänzt, ist es ein bisschen antiker, könnte man dazu sagen. Hat es einen ganz anderen Effekt als dieses Hochglänzende. Außerdem bleiben auch die Lasuren an dem Matten ein bisschen hängen, sodass man es nicht so ganz sauber abwischen kann, weil die Oberfläche halt nicht so hochglänzend glatt ist. Das Herz ist hier, was Sie eben gesehen haben, war das Herz ja weiß innen drin und da ist das Herz gemacht worden mit weißer Wachspaste. So, und damit aber diese Wachspaste so ist, dass sie wirklich in diesen feinen Rillen ist, macht es Sinn, diese Wachspaste zu erhitzen. Das heißt, ich habe mit dem Föhn gearbeitet, immer in den rein und dann mit dem Föhn da drüber und dann wird die ganz schmilzt und geht wirklich ganz toll in diese Rillen rein. Und wenn man das dann in dem warmen Moment abwischt, dann hat man das tatsächlich so, dass dieser weiße Wachs wirklich nur in diesen Mini-Vertiefungen drin ist. Man kann es auch mit Antikpaste machen, aber die ist nicht so weiß. Die ist auch weiß, aber das ist ein kleiner Unterschied zwischen der Wachspaste. Die Wachspaste hat einfach mehr weißes Pigment, ist ein bisschen, sag ich mal, weißer.
Okay. Also die Kontraste sind stärker. So, hier haben wir jetzt mal einen Hintergrund. Da ist zum Beispiel jetzt die auch Deluxe-Paste Champagner drauf. Da ist jetzt zuerst beige angemalt, dann haben wir die Silbertransfers und dann ist da drüber nochmal die Deluxe-Paste Champagner und auch nochmal Lasur, damit das Ganze nicht zu sehr glänzt, gell? Und dann die neuen Moldformen außenrum und in der Mitte. So, auch die Vasen sind leider ausverkauft, die kommen auch nicht wieder rein, also die sind auch schon alle weg. Aber man kann das ja auch, wie man sieht, nicht nur auf Dosen selber machen, man kann das auch, schauen Sie sich die Idee ein bisschen ab, wenn Sie so Amphoren oder so etwas haben, kann man das natürlich auch anmalen. So ist es ja nicht, die Transfers haben wir noch oder sind die weg? Ich glaube, die haben wir noch. Ja. So, jetzt kommt noch ein ganz extremes Beispiel und zwar ist hier mit der 3D-Gelpaste gearbeitet und dann ist das mit silbernem, also Blattsilber obendrauf. Kann man auch mit Abdruckfolie machen, wenn man will. Und dann hat man natürlich wirklich dieses dreidimensionale von der Paste, von der Schablone und dann dieses wirklich, was wie aussieht wie alte Silber da oben drauf. Also das wirkt schon fantastisch. Ja. So, und hier haben wir das Herz. Das Herz war erst mit brauner Lasur, ja genau. Und dann habe ich das noch da habe ich allerdings Silber und Gold mit dem Finger, also das sind beides Wachspasten gewesen, Silber und Gold mit dem Finger ein bisschen gemischt, da drüber gegeben und dann zum Schluss diese flüssige Patina, die so stark riecht, da drauf und dadurch hat dieses, sag ich jetzt mal, Harty-Herz, diesen metallischen Effekt mit all diesen Perlchen dann noch außenrum, sieht das einfach wirklich aus, als wäre das so ein Metallherz. Also auch mal so Sachen, die man so machen kann, da zeige ich Ihnen gleich auch noch ein bisschen was, da kann man schon eine Menge noch so machen. Ja, jetzt haben wir kommen nochmal die Dosen mit den Transfers neben der Vase. Passt halt super schön zusammen. Da ist auch beige genommen worden, gell? Die Acrylfarbe beige matt ist da genommen worden und dann halt, also um die Reihenfolge, vielleicht interessiert das auch noch einen, dass das so glänzend aussieht. Das heißt, erst zweimal beige angemalt, dann einmal mit Pouring Glaze lackiert, dann die Transfers drauf und dann nochmal mit Pouring Glaze lackiert. So haben Sie den Vorteil, dass das richtig hochglänzend, also fast aussieht, wie als hätten Sie das gekauft. Da kann man also nicht mehr erkennen, dass da wirklich so diese Transfers drauf sind, weil halt zweimal Lack da drauf gekommen ist. Und wir haben einmal Lack direkt nach der Farbe gemacht, weil sich dann die Transfers wirklich kinderleicht aufbringen lassen, weil halt die Unterlage so glatt ist. Und das ist einfach nur ein Tipp, wenn man zweimal lackiert, dann kann man auch einmal lackieren, die Transfers drauf tun und dann nochmal lackieren. So, bei dem tollen Layout daneben ist ebenfalls wieder also beige angemalt, dann die Transfers drauf. Aber hier ist jetzt Heavy Body Gel glänzend drauf. Und da merkt man sofort den Unterschied, dass das also viel klarer ist, nicht das Matte, aber trotzdem man kann also durch das Heavy Body Gel das Silber sehen, man kann durch das Heavy Body Gel auch diese schwarzen Transfers sehen, die sind alle vorher drauf gemacht worden und dann zum Schluss halt das Heavy Body Gel und dann noch die Lasur. Das ist der Unterschied bei dem Heavy Body Gel glänzend, dass man wirklich eine tolle Struktur hat, aber alles ganz genau sehen kann, was unten drunter ist. Hier haben wir mal mit den farbigen Heavy Body Gels gearbeitet. Die gibt es ja in Rot, in Schwarz, in Weiß. Wir haben auch dieses Eisblume mit Glitter. Und das ist jetzt die Farbe Korall.
Und die passte natürlich fantastisch zu dem ganzen, sag ich jetzt mal, Altrosé und alles. Und wenn man die dann noch, wie man sieht, hier dann auch mit Trockenpinseltechnik dann noch macht und dann bleiben an den Ecken, wird das dann noch ein bisschen weißer, dann sieht die direkt richtig toll aus. Und man sieht halt diese ganzen Erhebungen von der Schablone noch ein bisschen stärker. Drunter ist ein Dekoupagepapier. Ich habe halt immer nur ab und zu solche Papiere drunter gesetzt, einfach um Ihnen die Beispiele zu zeigen, dass Sie nicht nur malen müssen oder können, sondern Sie können die Schablonen grundsätzlich mit diesen verschiedenen, sag ich jetzt mal, Pasten und auch verschiedenen Lasuren auch über Papier geben. Also man muss jetzt nicht immer nur eine angemalte Unterlage haben, sondern man kann das über ein normales Papier genauso machen wie über ein Dekoupagepapier oder Reispapier. Eine Frage, ja. Wird es die Molds bei uns im Shop geben? Ja, nur bei uns. Wir sind ja nur noch bei uns im Shop. Es gibt gar keine HSE mehr, also wird es sie nur bei uns im Shop geben. Und das ab, ich meine 16. dabei war es. Ich bin aber nicht ganz sicher. Nageln Sie mich nicht fest, Mitte Mai in dem Livestream. So, was verlosen wir heute? Wir verlosen heute 3-mal diese 2 Laternen, weil ja bald Muttertag ist, sind das tolle Herzlaternen, die man wunderschön von innen mit vielleicht ein paar Blümchen und einer Kerze nach draußen stellen kann, weil sie haben dieses Zinkdach. Und ich wünsche allen Gewinnern dann ganz, ganz viel Freude damit. Ich finde halt, dieses Herzmotiv ist einfach süß. Okay, da hat man das Ganze wunderbar zusammen. So, das gibt es also 3-mal die 2, die große und die kleine. Und jetzt gibt es eine kleine Vorschau noch für das, was es jetzt nächste Woche Montag gibt. Wir haben zwar jetzt dann 1. Mai Feiertag, aber den Montag darauf, nach dem Feiertag, gibt es ja bereits den nächsten Livestream und dann gibt es ein neues Reispapier und das werden Sie jetzt gleich sehen, was so ein bisschen Gartenmotiv hat, sage ich jetzt so antike Gartenmotive mit Säulen und mit Töpfen und mit Blumen und Schriften. Hier natürlich in Kombination mit unserer Expand Paste. Und dann gibt es dazu, werden wir Ihnen auch noch, sage ich jetzt mal, so Gartenkugeln und so etwas werde ich Ihnen zeigen. Das habe ich jetzt noch nicht aufgebaut, aber hier sind einfach nur 2 Beispiele kombiniert, nochmal mit den Schablonen, wie das dann aussieht. Und es gibt ein neues Papierset. Und das neue Papierset, würde ich sagen, zeige ich jetzt, Sam. Ist das gut, diese Reihenfolge? Okay, ja, dann, weil wir haben ja schon viel darüber gesprochen, aber wir haben es noch nicht gezeigt. Und damit jetzt, währenddem wir dann die Schablone mal nicht die ganze Zeit gefragt wird, wie sieht das neue Papierset aus? Mikro ist verrutscht. Eine Sekunde. So, besser? Also wenn es wieder anders ist, rufen. Es hängt jetzt so an der Seite, wie man sieht, runter. Normal müsste das jetzt so gehen. So, also, wir haben gesagt, es gibt so ein bisschen so ein Vintage-Papier. Jetzt hatten wir jetzt ganz lustig, jetzt gibt es so ein Vintage-Papier, was mir persönlich extrem gut gefällt. Und das ist ein Papier, was mehr oder weniger wirklich zu allem passt. Da haben wir so diese wirklich eigentlich nur solche Beige-Töne, wo man mit allem kombinieren kann. Und jetzt zeige ich die Rückseiten, auch ob jetzt Schriften, das sind so Collage-Papiere, wirklich so tolle Collagen sind dabei. Ich mache es natürlich schneller, weil das eigentlich nicht für heute ist, aber damit Sie schon mal sehen, also das ist ja ein Traum und da kann man überall noch mit Schablonen arbeiten. Und auch hier wieder die Rückseite, alles tolle Collagen, die wirklich saisonunabhängig sind, wo ich sage, das kann man wirklich für alles benutzen. Auch tolle Kombinationen, weil wir in diesen Beige-Tönen geblieben sind, für alles, was Sie vielleicht noch zu Hause haben. Ich finde, es ist eine sensationelle Kombination. So, auch hier immer wieder, ob es jetzt Schriften, Zeitungen, Damaskornamente, Blumen, es ist wirklich alles dabei hier, was man sich vorstellen kann.
Und hier das letzte Papier, es gibt wie immer 4 Papiere und auch hier wirklich in allen Variationen Collagen, da kann man ganz, ganz viel tolle Sachen machen. Als Tags, als sogenannte Tags gibt es dann diese Anhänger, wo natürlich dann auch ein paar Motive mit drauf sind, aber parallel auch wirklich so ganz neutrale. Damit ich sie nicht wieder zudecken muss, haben wir diesmal ganz neutrale auch dabei. So, dann haben wir hier mit Türen, dann hier mit Blumen da drauf, so, dann ganz neutrale, wunderschön, ebenfalls wieder ganz neutral. Und hier habe ich irgendwas doppelt genommen, aber ist egal. Das ist dann so rum einmal und hier auf der Rückseite. So, passend dazu wird es dann noch einen Bogen geben mit Rahmen. Ich glaube, ihr verschenkt den inzwischen teilweise schon. Kann das sein? Ja. Genau. Das sind dann diese Rahmen, wenn man sie ausgeschnitten hat, die natürlich fantastisch dazu passen. Dann gibt es noch einen Bogen, einen A4-Bogen mit Tags. Ich habe die alle schon, ich habe noch nicht gebastelt, aber schon ausgeschnitten. Jetzt wird gebastelt. Und natürlich gibt es diese tollen gelaserten Elemente. Und da ist jetzt mal, jetzt muss ich das hier mal auskippen, da ist jetzt auch mal alles dabei. Das heißt, wir haben, fangen wir doch mal hier irgendwo an, ganz lustig, wir haben von Badewannen, sage ich jetzt mal, bis über alte Fotoapparate, falsch rum, bis über alte Fotoapparate. Wir haben, deswegen nostalgisch, wir haben Bücher dabei. Wir haben aber auch so etwas dabei wie von einer Gastronomie, das heißt Croissant, Kaffee und Speisekarte. Passend zu dem Croissant, Kaffee, Speisekarte haben wir auch zum Beispiel, den kennen Sie sicher noch, den Herrn mit der Speisekarte. Da kommt jetzt aber noch ein Koch dazu mit der Speisekarte. Und natürlich gibt es, gibt es dann natürlich auch noch Kuchen, dann gibt es Häuser, dann gibt es super schöne alte Schreibmaschinen, dann von alten, oder auch hier mal diese hier, also dass es Schriften gibt, dann gibt es Sofas und zu den Sofas gibt es auch, jetzt muss ich direkt gucken, der ist jetzt nicht passend, aber auch passende Hunde, die liegen, die man da drauflegen kann. Dann gibt es Sessel, Kaffee und Notenbögen, nochmal so etwas. Und dann gibt es auch noch wie für Geburtstag, Champagner mit Glas, nochmal etc. Es gibt die Violine, Bücher und so weiter. Also wirklich für jeden Anlass etwas. Das Ganze lässt sich natürlich wirklich fantastisch kombinieren, wenn Sie Wien noch haben vielleicht. Wien würde, glaube ich, von den Farben gut passen. Allegra passt von den Farben gut. Also das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, das kann man auch mit Sachen, die man noch hat zu Hause, fantastisch kombinieren. Also das war zumindest die Intention bei mir dahinter, wo ich das designt habe, dass man das nochmal kombinieren kann und alles, was man hat, mischen, nochmal aufwerten. So, jetzt gibt es noch ein kleines Layout vom Sam, was wieder mit Magnesia-Puder gemacht wurde, wo man dann auch so ein bisschen sehen kann mit den Chipboards, mit Glas etc. Und willst du noch die Vorschau auch noch machen für die Molds oder? Können wir den nachher machen. Ja, genau. So, dann fangen wir jetzt mal an mit den einzelnen verschiedenen Techniken. Also ich habe versucht, jede Menge vorzubereiten, damit wir ein bisschen flott durchkommen, damit wir wirklich alles gezeigt kriegen. Und da fangen wir jetzt einfach mal an mit es gibt bestimmt einige Sachen, die Sie kennen oder die Sie wissen, aber ich möchte trotzdem auch für die ganzen neuen Kunden so Stück für Stück das mal alles zeigen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit der Expand Paste zu arbeiten. Die Expand Paste haben wir in Braun und in Weiß und diese Expand Paste
plustert sich auf, wenn Sie einen, sag ich jetzt mal, einen heißen Föhn, wie zum Beispiel vom Stempel benutzen. So. Wir haben diese Moospaste herstellen lassen. Das ist eine andere Moospaste, wie jetzt die es normalerweise von Pentart gibt, in grün. Und auch deswegen diese Moospaste, die so dieses Giftgrün hat, die plustert auch genauso stark auf. Das heißt, alle diese drei können Sie verwenden. Jetzt ist das natürlich immer so eine Frage, mache ich es unten drunter, wie zum Beispiel hier, und male es an, oder auch hier zum Beispiel, dass ich einfach nur eine Struktur habe und male das hinterher an, dann ist es natürlich vollkommen egal, was ich nehme, ob ich braun, ob ich weiß oder ob ich Giftgrün nehme. Oder mache ich es oben drauf. So, jetzt habe ich gesagt, ich habe hier mal ein kleines Ding grün angemalt und jetzt machen wir das mal oben drauf. Und ich werde das jetzt mit der braunen machen, werde jetzt hier diese Schablone draufsetzen, gehe da komplett jetzt mal mit der braunen drüber. Dann werden wir das Ganze auch aufplustern lassen und danach die Oberfläche mit Gold machen. Und dazu machen wir dann noch ein passendes Herz. Dann haben wir jetzt mal ein Layout mehr oder weniger fertig gemacht und alle anderen mache ich dann nur diese reinen Techniken, weil mehrere Layouts fertig kriegen wir nicht. Ganz kurz dazwischen, damit alle es mitbekommen. Die Papiere bieten wir im nächsten Livestream an, nächsten Montag. Ne? Genau, jetzt der kommende Montag. Kommenden Montag. In einer Woche direkt, was ist das, der 4. vielleicht? 4. Genau, am 4. Mai. Da ist noch eine Frage. Bekommt man eventuell noch eine Anleitung für Collagen für nächste Woche? Eine Anleitung für Collagen. Können wir mal angucken, ob wir die machen können. Ich stehe auf dem Schlauch. Ja, wir gucken. Ich bin im Moment etwas dahinter. Ich weiß im Moment nicht genau, wovon ihr redet. Ich habe mir hier unten eine Wanne mit Wasser hingelegt. Da werde ich jetzt diese Schablone direkt reintun. Und habe so. Also, es kamen Fragen zum Beispiel bei mir, mit welchen Sprühkleber wir die Schablonen befestigen. Ich muss zugeben, dass ich sie eigentlich nie befestige. Wenn man sie aber nicht befestigt, dann ist die Gefahr schon da, dass, wie zum Beispiel hier, bei mir sehen Sie, dass es hier so ein bisschen mal darüber hinaus ist. Gell? Diese Gefahr besteht, wenn man sie nicht befestigt. Man hat aber die Möglichkeit, entweder mit einem Sprühkleber zu arbeiten oder auch zum Beispiel mit Tesa-Crepe diese Schablonen zu fixieren, dann rutschen sie nicht. Also gerade wenn Sie jetzt das nicht so oft machen, würde ich Ihnen zumindest sagen, nehmen Sie Tesa-Crepe dafür. So. Eine Frage zu Molds. Wird es eventuell mal wieder Molds mit Säulen geben? Die nächsten 2 Molds haben keinen. Nein, aber ich war jetzt gerade am Überlegen. Eventuell. Ja, wer weiß. Ja, ich will ja mit kleinen, was habe ich gesagt? Ich habe 2 Ideen hatte ich schon für die nächste. Das waren die kleinen Töpfe und es war noch irgendwas. Die zweite habe ich schon wieder vergessen. So, also, im feuchten oder im nassen Zustand nehmen Sie, Sie müssen jetzt nicht so ein Monsterteil haben, was ich jetzt hier habe, sondern nehmen Sie einen normalen Heißluftföhn vom Stempeln und dann gehen Sie über diese, sag ich jetzt mal, nasse Paste drüber und dann fängt die an, sich so aufzuplustern. Und das ist natürlich ein toller Effekt. Dieser Effekt ist ja nicht nur da, wenn man über eine Schablone geht, sondern man kann auch so diese sag ich jetzt mal, Paste aufbringen und dann aufplustern lassen und dann hat man diesen tollen Effekt. Wenn man nicht aufplustert, ein bisschen so überlässt, bleibt das glänzend? Wie bitte? Wenn man nicht alles aufplustert, sondern ein bisschen so lässt, bleibt das dann mehr oder weniger glänzend? Ja, das bleibt genauso, das bleibt wie das so. jetzt hier an der Ecke ist. So würde das dann trocknen. Da tut sich nichts. Das bleibt dann so ein bisschen wie Heavy Body Gel, würde ich sagen. Ja. So, wenn man das jetzt so hat aufplustern lassen, dann kann man das ein bisschen noch trocknen lassen. Man kann aber mehr oder weniger eigentlich auch direkt weiterarbeiten. Und zwar
Weil wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Lasur drüber geht und also hier zum Beispiel ist eine weiße Lasur drüber gemacht worden, sieht jetzt natürlich ganz anders aus, weil ich da noch richtig viel drüber gemacht habe. Aber auch hier ist das ganz fest und hart und bleibt auch so erhaben. Also da drückt sich jetzt nichts mehr weg. Den Vorteil, wenn man jetzt hier mit einer Lasur drüber geht oder sonst etwas, man kann immer wieder erhitzen. Das heißt, wenn das jetzt hier nicht, sage ich jetzt mal, durchgetrocknet wäre und hier unten drunter wäre noch irgendetwas feucht, dann gehe ich halt nochmal mit dem Föhn drüber und das plustert sofort wieder auf und dann hat man, ich will Ihnen sagen, Sie können da eigentlich nichts zerstören. Das ist dieser Riesenvorteil hier dran. So, was Eine Frage, ja. kann man mit der Paste auch auf Karten, Papier gehen? Ja, natürlich. Man kann wunderbar auf Karten, weil das sieht super toll aus, wenn man das, ich habe das auch schon gemacht, wenn man gerade diese Weiße nimmt oder Weiß mit Braun ein bisschen mischt, das sieht fantastisch aus. Und es ist auch sehr leicht, ne? Und es ist auch sehr leicht. Ja, natürlich, es ist sehr leicht. Und da ist, also das geht fantastisch. Ich muss mir gerade mal ein kleines Teil nehmen, wo ich meine Marina hat aufgeräumt. Ich liebe es, wenn Marina aufräumt. Ich brauche irgendein Gefäß für meinen Pigmentfix. Nimm doch den Deckel da. Ja, und dann ist der Deckel. Nein, ich habe hier was. Hier, ich habe. So. Okay, das nehme ich das. Das heißt, Pigmentfix minimal, wie immer, Pigmentfix, dann ein bisschen. Du bist zu spät, Sam, du brauchst gar nicht stöhnen. So. Benny hat es. Das war Benny. Der Benny war das, der da gestöhnt hat. Du hast so gestöhnt. Ich stöhne nie, das weiß man. Doch, so. Das heißt, wer das jetzt nicht kennt, das ist ein Bindemittel für das Metallpigment. Das mischen Sie schön an und haben dann halt diesen tollen Effekt, wirklich Gold oder Silber. So, wenn ich jetzt über die Expandpaste das mache, damit ich diese Oberfläche Gold habe, bevorzuge ich das Pigmentfix und nicht das Wachs. Und zwar, weil man Wachs eigentlich immer polieren muss. Und das würde hier nicht so gut kommen. Das ist also hier etwas schwieriger. Hier ist ein Fussel drin, den muss ich mir hier noch wegmachen, sonst, genau. Da, das ist kein Fussel, das ist Heißkleber. Ist es denn wahr? So, und dann nehmen Sie es mit dem Schwämmchen und dann können Sie einfach mit dem Schwämmchen hier über diese Oberfläche gehen. Und dann haben Sie wirklich einen so extrem tollen Effekt. Das sieht so fantastisch aus, wenn Sie das mit dem Schwämmchen machen, weil das dann auch, sage ich jetzt mal, so perfekt ist. Gell? Das heißt, da geht ja nichts an den Seiten vorbei und Sie haben die ganze Oberfläche wirklich mit diesem absolut super schön glänzenden Gold. Also das ist wirklich eine ganz extrem schöne, sage ich jetzt mal, Möglichkeit, mit Schablonen zu arbeiten und auch etwas, was auffällt und was fantastisch aussieht. Könntest du mir, Sam, mal gerade das linke Layout da hinten bringen? Einfach nur das linke, ganz links, wo ebenfalls das drauf ist. Natürlich ist das jetzt so ganz sauber gemacht, also ich bin ja eigentlich immer einer, der ganz viel macht, aber jetzt zum Beispiel, wenn man das ein bisschen anders machen will wie hier, dann geht man, hier ist zum Beispiel noch, wie man sieht, mit weißer Lasur drüber gegangen, gemischt mit brauner Lasur, also ein bisschen alles, ein bisschen viel drüber, damit man eine Mischung hat und dann zum Schluss mit dem Gold. Also hier ist auch gar nicht so sauber gearbeitet worden, hier habe ich mal einfach nur mit dem Spachtel einfach um tolle Struktur zu bekommen. Das ist natürlich, das kann man genauso machen, also es ist immer Ihnen selbst überlassen, ob Sie jetzt das ganz sauber machen, ob Sie noch mit Lasuren drüber gehen. Aber wenn Sie jetzt mit einem Gold- oder Silber- oder Kupferglanz haben wollen, eignet sich da am besten Pigmentfix und kein Wachs, weil Sie halt Wachs schlecht auf dieser Oberfläche polieren können. Welche Farbe hast du da unten drunter? Mit welcher Farbe wurde grundiert? Das hier, wo ist sie jetzt? Ich habe die eben hier gehabt. Am besten direkt beiden Farben. Irgend so ein altes Grün war das, was wir haben. Ich habe irgendeine Farbe genommen, die hier rumlag. Ja, es wird Olivgrün gewesen sein, ja. Irgendeine, ich habe einfach die nächstbeste genommen, die ich hier hatte. So,
jetzt haben wir gesagt, zeige ich Ihnen natürlich noch, wie das mit dem, wenn ich jetzt so ein Herz da drauf haben wollte, wie das mit den Herzen geht. Das heißt, ich mache das jetzt hier an die Seite. Also entweder nehmen Sie so ein Bastelsheet oder man kann sich auch ganz leicht behelfen, indem man einfach die Folien, wo zum Beispiel unsere Transfers drin sind, wenn man die Folien einfach nimmt, weil da ebenfalls das Hati nicht drauf klebt, wenn man keine so eine nicht klebende Masse hat. So. Dann nehmen Sie Hati und dann brauchen Sie so eine Walze vom Backen eigentlich. Wir haben jetzt hier eine, mit der wir das immer machen, die ist natürlich auch nicht mehr die sauberste, das ist auch nicht mehr das sauberste, ist aber egal. Und jetzt walzen Sie einfach dieses Hati aus. Und zwar eine gewisse Dicke sollte es haben, also nicht zu dick, aber auch nicht so, dass es Ihnen direkt irgendwie reißt. So, jetzt kann man da so ein bisschen gucken. Jetzt habe ich das hier ein bisschen, jetzt gucken Sie weg, dass hier schwarze Punkte drauf sind. Das ist halt, was ich sage. Wie viel man ungefähr braucht, wenn ich jetzt dieses Herz habe, sieht man, man kommt damit klar. So, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, zum Beispiel könnte man, wenn man wollte, auch mit Schablonen das machen. Das heißt, Sie legen jetzt eine Schablone hier drauf und jetzt walzen Sie mit ein bisschen mehr Druck, gehen Sie wirklich hier drüber. Und jetzt drückt sich die Schablone perfektens an, das kann ich direkt mal wegnehmen, aber jetzt kann man das, glaube ich, sehr gut sehen, dass diese Schablone mit der ganzen Schrift komplett da durchgedrückt ist und auch ganz perfekt. Ja, das heißt, wenn man möchte, könnte man jetzt auch das nehmen und um das Herz machen. Dann hätte man, wenn man unten Schablone hat und oben Schablone, das zeige ich jetzt mal, ich habe heute irgendwas im Dings, könnte man das perfekt machen. Brauchst du wieder ein Glas Wein? Nein. Könnte man auch das dafür verwenden oder muss es Hati sein? Nein, man kann auch das verwenden, aber es ist mit Hati einfach leichter. Es ist, weil Sie bei das ganz oft immer noch so diese Risse da drin haben. Wenn Sie aber diesen Effekt haben wollen teilweise, also das muss man richtig gut durchkneten, damit das eine schöne glatte Fläche ist. Und ich mag das jetzt bei dem Hati, das ist viel einfacher, das zu machen, ohne dass hinterher, wenn es trocknet, auch solche Risse entstehen. Das ist der einzige Grund, weswegen ich Hati nehme. So, wenn ich so ein Motiv, wie Sie jetzt bis jetzt immer gesehen haben, wie ich das jetzt hier habe, kannst du mal genau, so ein schönes Spitzenmotiv haben wollen, dann nehmen Sie einfach Ihre Spitzenbänder. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel dieses Band, gibt es ja bei uns in Weiß und in Beige. Und jetzt machen Sie genau das Gleiche. Sie legen dieses Band da drauf und jetzt kann man natürlich überlegen, wie rum man es legt, ob man es ganz eng aneinander legt. Und ich mache das jetzt hier so, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich brauche, kann jetzt noch eins machen, so. Und jetzt machen Sie genau das Gleiche. Jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen, dass dieses Band sich nicht verschiebt. Deswegen halte ich das an einer Seite ein bisschen fest, drücke dann genauso mit dieser, sag ich jetzt mal, Rolle da drauf, ziehe das Ganze ab und habe jetzt dieses, ich zeige Ihnen das jetzt nochmal, habe jetzt dieses Spitzenband super darauf abgedrückt. So, was macht man jetzt, um jetzt dieses Herz zu beziehen? Ich mache es jetzt nicht, ich zeige es Ihnen nur. Sie nehmen jetzt 3D-Varnish, schmieren oder Heavy Body Gel, schmieren das hier ein und machen nichts anderes, als dass Sie jetzt mit diesem Hati, und das ist relativ einfach, weil ich gehe immer hier runter, hier ist ja dieser Haken, und beziehe das mehr oder weniger direkt so damit. Und hier unten kann ich das einfach alles abziehen. Das ist jetzt einfach nur so gemacht. Und schon habe ich das drum, gell, wenn das klebt. Hier unten können Sie immer so einfach so hier rummachen. Hier sehen Sie das, wenn es fertig ist, einfach so ein bisschen da drum trocknen lassen. Und schon haben Sie diese Motive, so wie Sie es haben möchten, halt da drauf. Ob Sie jetzt Spitze nehmen, ob Sie jetzt die Schablonen nehmen, was Sie möchten, können Sie einfach in Hati da abdrücken und lassen das Ganze dann schön gut durchtrocknen. Das ist zwar dreckig, aber es kommt wieder zurück. Ja. Hält Hati oder das auch auf Keramik? Nochmal. Hält Hati
Ja, wenn Sie es mit Heavy Body Gel kleben, natürlich, klar. So, und wenn das Ganze dann jetzt getrocknet ist, es muss aber auch wirklich gut getrocknet sein, dann ist es am besten, weil man diese feinen Linien hat. Wenn Sie es mit der Schablone gemacht haben, dann ist es ja nicht so fein. Aber die Spitze hat ja diese mini feinen Linien. Und da sollte man dann auch, wenn man jetzt das farbig macht, etwas nehmen, was flüssig ist. Ich nehme jetzt diese flüssige Walnusslasur, also Dekolasur Walnuss, weil die ist ja ganz flüssig. Und werde das jetzt, wenn ich das jetzt hier drauf tropfe, werden Sie das gleich sehen. Nehme natürlich noch einen Pinsel dazu, aber dass die sofort in diese Risse reingeht. Das kann man also wunderbar erkennen. Sie brauchen noch ein bisschen, mit dem Pinsel müssen Sie da noch ein bisschen nachhelfen, damit da nicht zu viel an den Seiten herunterläuft, sage ich jetzt. Ich nehme das immer da nochmal auf und tropfe da nochmal runter. Aber man kann relativ leicht erkennen, dass diese viel schöner als jetzt eine Farbe, die das verstopfen würde, dass diese Lasur ganz, ganz fantastisch in diese Spitzen, sag ich jetzt mal, komplett aus wie mit Stoff überzogen. Ja, genau. Diesen Spitzenabdruck halt auf diesem Hardtee sichtbar macht. So. Was jetzt ganz wichtig ist, und dann bitte auch nicht irgendwie anföhnen, jetzt müssen Sie das, wenn Sie das also alles hier so, man guckt immer, dass man wirklich keinen weißen Fleck mehr hat, dann lassen Sie, ja genau, da unten, die Kamera zeigt es mir, ganz vorne, ich sehe es gar nicht, hier irgendwo, gell? So. Der Unterschied jetzt auch wieder, ich habe jetzt auch nicht lackiert. Normalerweise lackiere ich ja Hardtee immer als erstes. Hier ist jetzt nicht lackiert, sondern hier ist, wie soll ich sagen, ganz zart jetzt diese flüssige Lasur drauf, so gut wie nicht mit dem Pinsel. Also ich will mir nichts kaputt machen, weil ich möchte, dass das so in diese Vertiefungen jetzt da trocknet. Jetzt deswegen, Sie legen es jetzt einfach zur Seite und dann trocknet das und dann kann ich alles andere machen. Dann kann ich problemlos nochmal irgendwas über die Oberfläche machen. Ich kann natürlich das auch immer verstärken, indem ich noch ein bisschen hier was drauf tue. Das verläuft automatisch direkt. Also da braucht man keine Angst haben, das verläuft in diese Risse und dann wird es halt noch ein bisschen dunkler, gell? Wie man es gerade haben will. Nur kein Lack vorher, das bedeutet kein Lack. Warum nicht? Weil der Lack sonst in diese Vertiefungen reingeht und man würde das hinterher nicht mehr so sehen. Keine Chalky-Farbe, ebenfalls, weil Chalky mit ganz viel Kalk, deswegen Chalky-Farbe oder Kreide, versehen ist und auch die würden diese feinen Poren zumachen. Deswegen immer irgendwie eine Lasur nehmen oder halt unsere matte Acrylfarbe mit ganz, ganz viel Wasser. So ist das rote Herz entstanden und das Ganze dann einfach so trocknen lassen. Das machen wir jetzt auch und wenn es dann getrocknet ist bis nachher, dann zeige ich Ihnen, was man dann mehr machen kann, ob man es jetzt so lässt, ob man eine Trockenpinseltechnik drüber macht, ob man lackiert, egal was man macht. Aber erstmal lege ich es einfach zur Seite und lasse es Seelenruhe so trocknen, weil es läuft noch mehr in die Vertiefung und das andere wird dann noch heller und dementsprechend sieht das dann noch ein bisschen besser aus. So, jetzt haben wir das Herz erklärt, jetzt haben wir die Expand Paste erklärt und jetzt gehen wir an die Nummer 2. So, da haben wir jetzt schon mal hier unser Beispiel gemacht. Das ist, bringst du es mir her? Ja, genau, so. Das heißt, hier haben wir ein, vielen Dank, das wäre jetzt das hier, was ich gemacht habe. Genau, das ist das hier. Das ist jetzt ebenfalls wie hier, mit diesem Dekoupagepapier überzogen. Und hier ist jetzt mit dem Heavy Body Gel Coral heißt das, Coral Rosé gearbeitet worden. So. Heavy Body Gel an sich hat den Vorteil, dass es glänzend ist und dass die Oberfläche immer, hier ist es schon fertig, kann man zeigen, immer so schön
ja ein bisschen abgerundet da oben drauf ist. Gell? Man kann, ja genau, hier kann man sehen. Also die Ecken sind immer so leicht gerundet. Ich glaube, hier kann man es sehr schön sehen. Das ist also typisch für Heavy Body Gel. So, das heißt, was machen wir? Ganz simpel. Halt die Schablone. Auch hier, ich nehme jetzt nicht großartig, wenn Sie jetzt Beginner wären, würde ich sagen, machen Sie hier und hier mit Tesa-Crepe drüber und dann ist das fertig. So. Sie sehen auch hier, dass diese Paste ja, gut steht, könnte man sagen. Sie verläuft nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Schablone schön fest haben, dann geht da auch garantiert nichts drunter. So, und jetzt haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können das ganz sauber wieder abkratzen, dann ist das eine ganz kleine, ganz dünne Schicht. So, Sie können aber auch, das mache ich jetzt mal hier oben ein bisschen, Sie können aber auch dicker arbeiten. Das heißt, das ist ein bisschen Verschwendung, hat aber auch einen tollen Effekt. Gell? Wenn man das jetzt hier so sieht, ich muss das jetzt gerade direkt wieder ins Wasser werfen hier, weil die Heavy Body Gel auch schnell trocknet. So, und jetzt kann man das mal ein bisschen anschauen. Das war normale Dicke und hier ist dieses ganz dicke. Und da bei diesem ganz dicken können Sie sehen, dass dieses Heavy Body Gel, das bleibt da, das sieht man es, glaube ich, ziemlich gut, das bleibt so stehen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den meisten Pasten, die würden jetzt, wenn die Schablone runtergenommen ist, würde das wieder weglaufen. Aber die bleibt stehen und man kann auch hier sehr sehen, dass sie sich oben so ein bisschen da so zusammenzieht und dadurch noch ein bisschen runder wird. Ja, ich hoffe, man kann das gut sehen. Doch, das ist ein toller Effekt. Also nur, dass man so weiß, das gilt natürlich für alle Heavy Body Gels. Egal welche Farbe, egal ob transparent oder matt oder glänzend oder egal was. Das gilt für alle diese Heavy Body Gels. Die haben alle einen tollen Stand. Also mit denen kann man grundsätzlich in verschiedenen Dicken arbeiten. Eine Frage. Ja. Auf welchem Untergrund wurde das rosa Bild gestaltet? War das ein MDF-Panel und welche Größe? Das ist was der ich eben hatte. Panel 8 mal. Nee, das hier oder das große Bild? Ich tippe auf das hier, oder nicht? Das ist eine Art Panel. Ja, das war ein, wo ist das denn jetzt wieder? Ach, hier ist das. Das war eine Malplatte. Das ist so eine Malplatte, die hat sich nämlich auch ein bisschen, wie man sieht, gebogen. Das war so ein dünnes Teil, was ich hatte. Also nichts Besonderes. Da habe ich einfach irgendetwas genommen. Deswegen, war auch nicht gut dafür geeignet, weil es sich so gebogen hat. Okay. So. Jetzt nehme ich das hier ist schon getrocknet, das haben wir ja gerade gemacht, das muss jetzt erstmal trocknen, das muss ich jetzt mal hier hinlegen. So, und darüber habe ich jetzt mit dem Lasurgel gearbeitet und zwar mit der Lasurgel Rosé, Alt Rosé. Ich meine aber, dass die bereits ausverkauft ist. Das heißt, da bitte abwarten, die wird nachbestellt. So, wie machen Sie das? Wir haben Lasuren zwar letztes Mal ausführlich gezeigt, aber ich mache es jetzt gerade nochmal. Das heißt, Sie gehen hier so da drüber. Und da ist natürlich die Frage, wo will man mehr haben, wo will man weniger haben. Jetzt kann man sagen, okay, ich will jetzt da jetzt zum Beispiel mehr haben, dann nehme ich ein Zewa und mache das nur mit dem Zewa weg, weil dann bleibt relativ viel. Jetzt, man kann hier mit dem Rest, kann man auch noch den Rest hier so ein bisschen einfärben, das habe ich ja auch gemacht. Aber dann bleibt relativ viel hier hängen, was man sehr gut sehen kann. Gell? Ich kann aber auch, wenn mir das Ganze zu viel ist, einen feuchten Schwamm nehmen und das noch wegwischen. Gell? Schauen Sie mal.
Da habe ich direkt wesentlich, sehen Sie, wesentlich mehr weggenommen. Wenn ich einfach mit einem feuchten Schwamm gehe und das wegwische, dann habe ich halt nur an bestimmten Stellen, wo ich nicht mit dem Schwamm war, etwas stärker, was man sehr schön bei Layouts machen kann, den Rand ganz stark, hier in der Mitte etwas weniger. Gell? Auch hier kann ich jetzt nochmal das ein bisschen wegwischen und verändern. Jetzt haben wir gesagt, machen wir hier ein bisschen. Wenn Ihnen so etwas passiert, wie jetzt, dass das hier so ein bisschen angetrocknet ist, dann können Sie das Ganze, das ist auch nur so ein Tipp, ein bisschen, kommt immer darauf an, ob es vorher lackiert ist. Grundsätzlich, wenn Sie es lackiert haben, haben Sie es ein bisschen einfacher. Sie können aber auch einfach nochmal ein bisschen Lasur drauf geben und wenn Sie dann mit einem feuchten das macht, dann kriegen Sie das noch ein bisschen mehr weg, weil die Lasur sich gegenseitig halt ein bisschen aufhebt und das Ganze ein bisschen wegnimmt. So. Eine Frage, für Siebdruckschablonen Ja. darf ich aber kein Heavy Body Gel nehmen, oder? Doch, für Siebdruck dürfen Sie Heavy Body Gel nehmen, wenn es kein Glitter drin ist, aber ganz, ganz, ganz schnell unters Wasser, weil Heavy Body Gel ganz schnell trocknet und man selbst ein Problem hat bei den Mylar-Schablonen, wenn Sie es nicht direkt ins Wasser legen. Also direkt ins Wasser, dann geht das wunderbar. Doch, wir können aber wenn so viel auf Glas ist ja. wenn Sie so viel mit Frage, du kannst mir gleich mal, hol mir mal gerade eine, gell? Dann kann ich mal gerade eine hier machen. Könnte ich, Ha? Ach, mir ist wurscht. könnte man weißes Heavy Body Gel einfärben? Ja, grundsätzlich ja, kommt drauf an mit was, also nicht einfach mit Acrylfarbe. Es gibt ja diese Pigmente, die man auch für Resin nimmt, also damit geht es auf jeden Fall. Sie brauchen eine Art Tinte, damit Sie die Konsistenz des Heavy Body Gels nicht verändern. So, jetzt gucken wir mal, ob das, ja, das ist schon trocken, weil Heavy Body Gel und die ganzen Sachen so. So, und jetzt, wenn ich das jetzt so habe und jetzt kommt diese Trockenpinseltechnik drauf, dann sehen Sie direkt, was ich meine. Das sind so tolle Effekte, die man damit machen kann dann. So. Das ist so, Trockenpinseltechnik bedeutet ein bisschen weiße Farbe nehmen und dann die weiße Farbe zwar aufnehmen, aber den Pinsel wieder so abtrocknen, dass es wirklich nur eine leichte Oberfläche ist. So. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, jetzt muss man mal gucken, wie man das am besten tief, machen wir von oben. Ja, genau, müssen wir immer gerade so machen. Da war ich jetzt eben. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, damit Sie diese Effekte hier, da sieht man es so ein bisschen. So, wenn ich jetzt hier drüber gehe, dass jetzt diese Ecken, kann man das sehen? Genau, dass jetzt an diesen Ecken überall dieses Weiß hängen bleibt. Gell? Ist mir egal, was. Ich zeige das jetzt auch gleich nochmal von vorne, weil die Kamera noch ein bisschen anders ist als die Kamera hier von oben. Einfach diesen Effekt, wenn man dann dieses Trockenpinseltechnik macht, ist einfach sensationell. Ich glaube aber, man kann, kannst du nochmal von vorne? Genau, ich glaube, man sieht es jetzt sehr gut, dass genau an all diesen Rändern dieses Weiße hängen geblieben ist und das Ganze noch dreidimensionaler aussieht. Genau, jetzt sieht man es fantastisch. Weil das auch ein bisschen matter ist und in der Mitte ist dann glänzend. Und das ist halt dann durch diese Trockenpinseltechnik, sieht das Ganze schon anders aus. Und wenn man jetzt nochmal zeigt, wie das jetzt, oh, jetzt kann man es hier sehr gut sehen, das Dicke, wie das schön rund geworden ist, gell, wenn sich das zusammenzieht zum Trocknen. Eine Frage. Gell? Sekunde. Einfach nur diesen Unterschied kann man jetzt, glaube ich, sehr gut sehen, was es bedeutet, wenn man die Lasur macht und dann noch mit der Trockenpinseltechnik. So, okay, ja, ich höre. Mit welchem Kleber klebt man Kartenpapier auf einen Keilrahmen? Und womit lackiert man das Papier anschließend? Also Kartenpapier auf einen Keilrahmen würde ich immer mit
Expresskleber machen, weil der schnell trocknet, und ich würde natürlich, den können Sie entweder mit dem Pinsel auftragen, der darf nicht zu dick sein, damit sich das Papier nicht wellt. Also ich mache es immer so, dass ich einfach nur und dann schiebe ich das Papier ein bisschen hin und her, bis es fest ist, damit sich dieser Kleber ganz dünn auf das Papier von unten verteilt. Also nicht einfach so gehen und dann hat man irgendwann da, wo der Kleber unten drunter war, hat sich das dann aufgeplustert, sage ich jetzt mal, weil das Papier da feucht geworden ist. Sondern wirklich, ja, wenn das jetzt das Papier ist und Sie haben hier ein bisschen Kleber hingetan, dann machen Sie ein bisschen so, hinher, bis es hält. Und dann ist dieser Kleber hauchdünn verteilt auf dem Papier und dann hält das perfekt. Deswegen, ich würde dann immer, auch 3D-Varnish können Sie ebenfalls nehmen, aber der Expresskleber ist halt so schnell trocken, deswegen mag ich ihn gern, was das betrifft. So, was hat er jetzt genommen? Jetzt hat er mir hier eine Rosenschablone gegeben und ein Papier. Das ist jetzt die Siebdruckschablone, mal was ganz anderes zwischendurch. Das ist jetzt ein Glas, allerdings alles nur nicht sauber. Einen Moment gerade mal, weil sonst... Ich hoffe, dass ich hier auch nur Wasser drin habe und nicht sonst wieder irgendwas. Ja, ist doch wahr. Es wird hier schon gelacht. Ja, so, einmal ein bisschen sauber machen. Ja, mit den Heavy Body Gel über Siebdruckschablonen kann man natürlich tolle Effekte machen, dass es aussieht wie geschliffenes Glas oder so. Also diese Effekte sind schon sehr gut. So, und jetzt versuchen wir mal, dass wir das halbwegs anständig hier drauf kriegen. Ohne Luftblase sollte es jetzt sein, da muss man also richtig gut aufpassen jetzt. Ja, da habe ich schon eine Luftblase und da habe ich noch eine Falte. Super. Viel schlechter kann man es gar nicht mehr aufkleben. So. Da wieder. So. Ja, die Gläser sind natürlich auch alle nicht so 100%. Deswegen, aber egal. Das ist jetzt auch nicht 100% von mir, aber wir gucken, dass wir das hinkriegen. So, was der Herr Gneiting aber vergessen hat, ist, dass man das mit einem Spachtel macht. Wenn er mir alles hier schon... Da habe ich doch einen. Haha, wusste ich. Und ich liebe es, Sie können natürlich auch diese Squeegees nehmen, aber ich liebe es immer mit diesen Silikon, das sind eigentlich vom Backen, mit diesen Silikonteilen zu machen. Da kommt das immer am besten, das ist jetzt auch nicht gerade sauber. So, jetzt brauchen wir noch weißes Heavy Body Gel, aber wir können es doch auch in Pink machen, oder? Müssen wir unbedingt weiß machen? Können doch das auch nehmen. So, und dann machen Sie, also Siebdruckschablonen, wissen Sie mehr oder weniger, wie es geht. Das heißt, Sie tragen die Farbe mal so ein bisschen auf. Und jetzt müssen Sie mit so einem Spachtel die wirklich hier abziehen, gell? Über das ist ja wie ein dünner Stoff, der da drin ist. Gell? So. Und jetzt verzeihen Sie mir, dass ich das jetzt nicht 100% perfekt mache. Also sonst kriege ich alles andere heute nicht mehr gezeigt, sondern ich gehe da drüber. Aber Sie sehen, was ich meine. Man zieht diese Farbe insofern darüber, dass wirklich auf der Schablone an sich keine Farbe mehr zu sehen ist. Da braucht man also ganz wenig. Das ist jetzt das Heavy Body Gel. Ich glaube, man kann das so sehr gut erkennen. So. Und dann zieht man die Schablone ab. Oh. Und hat das Motiv, kannst es jetzt zeigen, geh mal mit der Schablone gerade drauf, ich muss die Schablone, hat man das Motiv also wirklich perfektens, nee, ich muss die Hand da reinhalten, sonst sieht man es nicht, gell? Perfektens da drauf. Sie sehen jedes feinste mini Rosenblatt und ebenfalls genauso hochglänzend und erhaben. Eine Frage oder Bitte. Könnte man auch Heavy Body Gel mal in größeren Abpackungen anbieten?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja, warum nicht? 230 Milliliter. Ich meine, dass haben wir nicht das Klare sogar in 230? Gell? Ja, ich meine, haben wir, gell? Ja, ja. Ja, nee, auf jeden Fall geht das. So. Thema Siebdruck. Noch eine Frage? Oder ist es okay? Siebdruck, ja. Siebdruckschablone. So. Dann würde ich jetzt zum nächsten gehen. Ich habe die jetzt auch da ins Wasser gelegt, was man eigentlich nicht machen soll, aber einfach, weil normalerweise gehen sie jetzt mit der unter fließendes Wasser, waschen die komplett ab, drehen die mit der Klebeseite nach oben und lassen die trocknen. Und dann ist die schon fertig. So, jetzt haben wir die Nummer 2. Was habe ich mir als Nummer 2 vorbereitet? 3 habe ich jetzt. 2 habe ich bestimmt schon gemacht. Dann nehmen wir jetzt die Nummer 3. So. Die Nummer 3 ist das silberne Bild da hinten, das kommen wir jetzt gleich nochmal. Das ist jetzt gemacht worden mit der 3D-Glue-Paste. Das heißt, das ist eine Paste, die ist so, eine Klebepaste. Ich krieg sie nicht auf, doch, da. Eine Klebepaste, die ist weiß und wenn sie trocken ist, dann wird sie transparent und klebend. Das heißt, so in diesem Zustand ist sie nicht klebend. Die trägt man über eine Schablone auf, ganz genauso wie jede andere Sache und dann lassen Sie die trocknen. Und wenn sie dann transparent ist, dann ist sie klebend und dann kann man Blattsilber, Abdrückfolie oder egal was einfach darüber tun. Das heißt, genau so haben wir dieses Layout gemacht. Das sieht man jetzt hier richtig gut. Das heißt, Sie haben diese Erhabenheit hier, also wirklich das Dreidimensionale und das Erhabene von dieser Paste. Und wenn da die Abdrückfolie bzw. da Blattsilber drauf ist, dann hat man noch diesen Silber- oder Goldeffekt. Und auch hier habe ich jetzt, ich werde das jetzt hier nicht nochmal machen, auch hier habe ich jetzt mit der Lasur gearbeitet, aber hier habe ich mit dem Lasurgel gearbeitet und zwar mit dem Lasurgel Walnuss. Also das ist sowieso eine der, sag ich jetzt mal, Sachen, wo ich fast ausschließlich mitarbeite, weil es so bestimmte Farben sind, die man immer braucht. So, und hier geht es genauso. Das heißt, hier ist jetzt diese Unterfarbe nicht lackiert. Das heißt, das war diese Acrylfarbe beige matt. Weil sie nicht lackiert ist, nimmt sie natürlich das Lasur extrem stark auf. Deswegen wird das Ganze nachher auch richtig schön braun. Und ich kann es aber natürlich von dem Blattsilber, das ist ja jetzt wie Metall, einwandfrei herunterwischen. Das heißt, auch jetzt werde ich wieder, wenn ich wenig runternehmen will, von der Farbe werde ich mit Zewa gehen, dann habe ich das genau hier von der Oberfläche herunter und das bleibt ganz toll in diesen Vertiefungen hängen und ich habe sofort diesen man merkt direkt, es ist sofort ganz anders, viel dreidimensionaler, ein ganz anderer Effekt. Jetzt kann man ganz viel noch machen, das heißt, man lässt es trocknen, könnte jetzt sehr fantastisch aus, noch mit dem Patina Grün drüber gehen, weil halt Patina Grün mit dem Silber, dann wird das Ganze noch älter. Also jetzt kann man, wenn man die Lasur mal getrocknet hat, kann man noch immer weiter arbeiten und es sieht wirklich super aus. Ich könnte es jetzt mal gerade, das Patina Grün hatte ich eben da, ich tue das mal gerade ein bisschen forcieren hier. Ja. Ich hätte eine Frage, ja. Und zwar zu den Couture-Schablonen oder Modeschablonen. Wo man die Frauen anziehen kann. Ich gehe davon aus, ob das man noch zeigt oder ob das ein Video gibt oder... Ja, da gab es mal ein Video. Boah, das könnte ich auch mal wieder aufleben lassen. Ja, ich muss gucken. Also jetzt kann ich Ihnen auf Anhieb nicht sagen, wo das Video ist, da wir 500 Videos haben. Aber da gab es ein Video und
Es ist aber, ich muss mal gucken, ich könnte vielleicht das nächste Papier mal mit denen machen, einmal, dann können wir das beim nächsten Mal ein bisschen zeigen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel die Antiking-Paste noch hier drüber tue, ich mache das jetzt mal ein bisschen huschi-huschi und dann mit dem Schwamm gehe, dann habe ich auch noch mal einen richtig tollen, sag ich jetzt mal, Alteffekt, weil es halt dieses Grün, dieses Patina-Grün passt super zum Silber. Gell? Also das sind so Effekte, wo es richtig toll aussieht. Gell? Also da kann man machen, was man will. Man könnte jetzt noch 3, 4 Mal mit irgendeiner Lasur drüber gehen. Immer würde die sich hier hinhängen und Sie können dann überlegen, wie sehr Sie das, also jetzt zum Beispiel die Lasur glänzt, dann sieht das Silber noch glänzender aus. Antiking-Pasten sind matt, da müssen Sie dann, ich zeige das hier jetzt noch mal ein bisschen besser, hier wirklich mit dem Schwamm nochmal, sage ich jetzt mal, diese Oberfläche sauber machen, damit dieser, jetzt sieht man es besser wieder, damit dieser Glanz wieder rauskommt. Gell? Weil wenn sonst die Antikpaste oben auf dem Silber bleibt, würde das Silber auch matt aussehen. Gell? Deswegen dann einen feuchten Schwamm nehmen, nochmal, hier unten sieht man es jetzt, nochmal drüber gehen und dann hat man das Ganze, den ganzen Glanz wieder raus. Frage, ja. Könnte man die Techniken auch auf Eisstäbchen anwenden? Die Techniken auf Eisstäbchen, auf Holz. Ja, warum nicht? Klar. Ich wüsste nicht, warum nicht. So, man muss dann halt schön klein arbeiten, gell? Aber klar geht das. So, das nächste. So, dann haben wir die Nummer, die 4. Das ist das hier unten. Da. Und da haben wir im Grunde genommen wieder das Gleiche. Das ist wieder mit Beige angemalt. Hier sind die Transfers drauf. Hier ist aber vorher, kann man sehen, lackiert. Das heißt, hier ist lackiert, damit dieses Beige, diese Unterfarbe nicht so stark das Lasur aufnimmt. Dann ist da drüber noch mit dem Heavy Body Gel Glossy, mit dem Glänzen, kann man hier auch sehr gut sehen. Gell? Über das Silber ist hier mit Glossy drüber gegangen. Und wenn man jetzt mache ich das wieder, wenn man jetzt wieder mit dem Walnuss drüber geht oder mit irgendeiner anderen Lasur, wie es Ihnen halt gerade gefällt, dann können Sie das Ganze sowas von komplett abwischen, dass das wirklich nur in diesen Vertiefungen, dass also das Heavy Body Gel ein bisschen stärker herauskommt, aber das Silber und das alles ist noch zu sehen. Das war jetzt ein bisschen viel, aber ich mache es halt einfach etwas, damit Sie das ein bisschen besser sehen. Das ist egal, wie viel da drauf ist. Über den Lack und über das Heavy Body Gel kann man jederzeit das machen und Sie ziehen jetzt nur das ab. Und auch hier sieht man, ich zeige jetzt hier, jetzt sieht man das Heavy Body Gel durch diese, na jetzt muss ich wieder gucken, wegen dem Licht. Nein, Moment, ja. Ja, so genau, so. Jetzt sieht man, hier ist das Heavy Body Gel, aber man sieht ja, je nachdem, wie ich das Licht halte, sieht man, dass das Silber ist ja komplett sichtbar, das ist ja nirgendwo zugedeckt. Und je nachdem, wie man vom Licht kommt, sieht man aber dann das Heavy Body Gel über dem Silber und dann überall das Dunkle. Und jetzt ist das natürlich jedem selber überlassen, ob er das so stark dunkel lässt wie hier oben oder so viel wegwischt wie hier unten. Also hier habe ich ja da ganz viel übrig gelassen, hier unten habe ich ja mehr weggewischt. Und das können Sie machen, wie Sie wollen, dementsprechend sieht das Ganze auch aus. Am schönsten ist es immer, wenn man mit diesen Schablonen arbeitet, dass man die Schablonen mehr oder weniger an den Rändern macht und dann auch immer diese Ränder etwas dunkler werden lässt. Und da kann man natürlich auch in Schichten arbeiten, wenn man jetzt sagt, okay, mir ist das jetzt nicht, sage ich jetzt mal, nicht dunkel genug, dann macht man halt nur noch mal und geht ganz leicht noch mal mit so einem, dann hat man das, sage ich jetzt mal, am Rand ist es jetzt dunkel und hier in der Mitte wird es immer weniger und wird hell. Und so sehen die Layouts eigentlich immer am schönsten aus. Wenn man außenrum immer die Ränder etwas dunkel hat, dann hat man noch einen stärkeren dreidimensionalen Effekt.
Deswegen, da können Sie auch in Etappen arbeiten, erstmal ein bisschen weniger Lasur drauf, wegwischen und dann halt ruhig nochmal wiederholen. Aber egal wie viel, man sieht es, das Silberne, je nachdem wie das Licht drauf scheint, ist immer zu sehen, weil hier halt das transparente und hochglänzende Heavy Body Gel drauf ist. So, jetzt haben wir diese Technik. Jetzt, was haben wir denn jetzt noch? Das Gold. So, nehmen wir mal 5er Papier. Also das ist jetzt im Grunde genommen, wiederholen wir uns jetzt ein bisschen. Das ist jetzt Papier aufgeklebt und hier ist aber wieder matt, also nicht hochglänzend Heavy Body Gel drauf, sondern hier ist matt drauf. Und ich kann auch hier nochmal ganz rasch wieder mit dem drüber gehen, damit man das besser sieht. Sobald ich jetzt hier da drüber gehe, sieht man das. Und was auch noch ist natürlich, das ist jetzt ein offenporiges Papier. Ein offenporiges Papier nimmt natürlich die Lasur sofort ganz stark auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier wegwische, wische ich mehr oder weniger das Meer, wenn Sie jetzt hier oben gehen, ich nehme mehr weg von dem Heavy Body Gel, weil der Rest eigentlich auf dem Papier, sehen Sie, das ist jetzt heller, weil der Rest auf dem Papier, von dem Papier eingesaugt wird, weil das ist ja ein offenporiges Papier und daher bekommen Sie diese Effekte, welche ich persönlich total schön finde, dass die Farbe, also dass das Heavy Body Gel jetzt heller ist wie das Papier und parallel auch noch trotzdem, dass man diese, sag ich jetzt mal, diese Striche oder das Motiv oder die Muster zu sehen sind. Aber das Papier an sich ist jetzt wesentlich dunkler, weil es halt das Heavy Body Gel so stark aufgenommen hat. Würde man jetzt zum Beispiel, man könnte es ja mal, ich habe hier irgendeine alte, brauchen Sie nicht suchen, diese Farbe gibt es nicht mehr, so eine dunkle Farbe, da kann man es noch ein bisschen stärker mit zeigen, wenn ich jetzt hier so eine ganz dunkle Farbe nehme, hier kann man das ja auch noch machen, von Heavy Body Gel, wie sehr die jetzt von dem Papier aufgesaugt wird. Und wenn ich jetzt hier dann das wegwische, dass die Schrift im Grunde genommen jetzt heller aussieht, obwohl es eigentlich nur die Farbe des Papieres ist. Jetzt kann man, glaube ich, ziemlich gut sehen, gell? Die Schrift sieht jetzt wesentlich heller aus, weil halt das Rest des Papieres ein bisschen dunkler eingefärbt ist. Ja, Sabine. Eine Frage zur Dekofarbe Sharky. Die kam sehr dickflüssig an und lässt sich schlecht verarbeiten. Kann ich die Farbe mit etwas Wasser verdünnen? Ja, also grundsätzlich, egal welche Farben man nimmt, da darf man nie vergessen, dass Sie die mischen müssen. Die setzen sich, Chalky-Farben sind Farben mit einem hohen Kreidegehalt. Kreide ist immer schwer, geht also nach unten. Das heißt, die setzen sich unten ab, Kreide und Pigmente sind unten, obendrauf ist meistens, sage ich jetzt mal, 1 Zentimeter so Bindemittelflüssigkeit. Deswegen immer gut mischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Würde ich am liebsten was erzählen, also immer gut mischen und natürlich können Sie die Kreidefarben, sind alle auf Wasserbasis, nicht auf Lösungsmittelbasis, können Sie alle mit Wasser verdünnen. Auch unsere Acrylfarben matt können Sie alle mit Wasser verdünnen. Aber egal was, alles muss umgerührt werden. Setzt sich ab. Das sehen Sie ganz oft. Selbst die Deluxe-Pasten setzen sich ab. Da ist der Glitter ganz unten. Alles setzt sich ab. So. Und da ist wirklich das Mischen A und O. So, jetzt haben wir, was haben wir? Das können wir noch gerade einmal ganz schnell zeigen. Das ist das, was wir eben versucht haben zu zeigen, dieses Craquel. Das heißt, das ist diese Craquelpaste und hier ist ja die Farbe Schlamm unten drunter und die reißt sofort. Also wenn man jetzt hier guckt, sieht man auch so schon kleine Risse, aber damit diese Risse noch stärker sichtbar werden, ist genau das gleiche wie mit dem Herz, was jetzt hier so schön vor sich hin trocknet. Ist es auch, braucht man hier wieder etwas,
was in diese feinen Risse reingeht. Und da ist jetzt wiederum dieses Lasurgel nicht so toll für geeignet, sondern da muss man jetzt wirklich wieder diese flüssige Lasur nehmen. Die ist dafür wieder prädestiniert. Moment, wieder einen Pinsel nehmen und das verteilen. Wenn man das jetzt hier verteilt, kann man das auch direkt gleich sehen, wie diese Lasur, genau, in diese, hier kann man, guck mal, da, genau, ein bisschen, so, genau, sofort in diese Risse reingeht, gell, dass man diese ganz feinen Risse sofort sichtbar hat. Dafür sind dann wieder diese flüssigen Lasuren wesentlich besser als jetzt so ein Lasurgel. Und wenn ich dunkel habe, ich habe jetzt hier Walnuss genommen, aber hier würde ich normalerweise sogar Ebony nehmen, also schwarz, damit das noch stärker sichtbar ist. Ja, und dann einfach trocknen lassen, aber dann haben Sie halt diesen tollen Effekt von diesem Krakell noch stärker rausgebracht. So. Dann haben wir das. So, jetzt haben wir noch, und hier nochmal, hier brauchen Sie, wenn Sie das so über diese Schablonen machen, brauchen Sie keine Grundierung. Da reicht diese Paste alleine und sie reißt. Ja, und hier nochmal, das ist also genauso gemacht hier, das war das mit dem, ist auch die gleiche Farbe, sieht hier nur wesentlich heller aus, weil ich hier, wie man sieht, noch einmal mit Lasurgel weiß drüber gegangen bin. Ja, so, und hier kann man aber auch schon sehen, das Herz, wie das auch toll aussieht. Da bin ich auch noch mal hinterher Trockenpinseltechnik, aber das machen wir gleich bei dem Herz, wenn das mal getrocknet ist. So, jetzt stapeln wir hier langsam. Ich bin schon lange nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Was haben wir denn hier noch? Das habe ich schon seit langem gemerkt. Ja, das brauchen wir nicht mehr machen. Ja, das wäre noch etwas, was wir machen müssen. Weil, wenn wir jetzt überall immer nur Walnussgel braun drüber machen, glaube ich, das müssen wir auch nicht. So, das hier ist jetzt diese Strukturpaste. Die Strukturpaste ist, ja, grobkörnig, sehr schwer und sieht wirklich ganz toll aus, gerade bei Schablonen, die wie Mauern oder sowas aussehen wollen. Und da komme ich auch für das, was es nächste Woche noch gibt, also für diese ganzen Gartensachen, da haben wir auch wieder diese Strukturpasten genommen, die es ja so gibt und auch in Krakell gibt. So. Eine Frage zu der Krakellierpaste. Gibt es Möglichkeiten, die Risse bei diesem Medium zu beeinflussen? Nein, gar nicht. Nee. Sie können die natürlich ganz dick aufbringen, dann haben Sie auch große Risse. Aber oder das oder ist der Grundierung drunter? Nee, Grundierung, das ist bei der Paste, ist das. Nein, da geht, wenn Sie die über eine Schablone aufbringen, dann können Sie es eigentlich nicht so dick machen, weil irgendwo müssen Sie es ja abziehen. Und wenn Sie diese normale, dünne haben, das ist ja Schablonendicke, keine Ahnung, wie dick jetzt diese Schablone ist. Dementsprechend werden die Risse ganz fein und klein. Wenn ich natürlich diese Paste, sage ich jetzt mal mit dem Spachtel, dick auftrage, brauchen Sie a, die Grundierung, weil sonst fällt Ihnen dieses Dicke runter. Dafür ist ja die Grundierung auch da. Und da haben Sie natürlich dann auch dicke, große Risse. Aber dann müssen Sie das auch wirklich dick auftragen. Dann funktioniert das. So, zurück jetzt zu der Strukturpaste, die es auch als Krakell gibt. Samuel, könntest du mir den letzten neuen Topf, den ich gemacht habe, ach bitte, das ist einfach, ja, dein Bein, alte Verletzung, alter Mann, alte Verletzung, so. Eine ganz kurze Frage, die halbe Vase, kommt die nochmal? Welche halbe? Weißt du, die von Montejo, ist die aus? Ja. Oh. Ah, okay. Ja, die werden wir auf jeden Fall nochmal nachbestellen, klar, ja. Ach, ich habe es ganz vergessen, wir kriegen jede Menge neue, ja, wir kriegen 2 verschiedene neue halben Vasen, die habe ich ganz vergessen, weil wir machen eine neue Technik noch, die kommen alle.
wissen wir noch nicht genau wann. Ich frage den Sam, wenn er wieder da ist. Er muss ja gerade für mich den Topf holen. Dann frage ich ihn, da kommen 2 neue, ganz tolle Vasen. So, nochmal zurück zu der Strukturpaste. Die Strukturpaste gibt es so normal und diese große Paste gibt es auch die reißt. Und vielleicht die Dame, die eben gefragt hat nach größeren Rissen, zeigen wir jetzt noch ein Beispiel mit diesen großen Rissen. Das ist dann diese Paste in Craquelle. Was aber beide Pasten haben, sie sind unheimlich rau von der Oberfläche. Deswegen so ein bisschen wie Mauer oder wie richtiger Verputz. Und bei allem, was rau ist, bleibt natürlich auch alles stärker hängen. Und wenn man jetzt dieses Layout hier anguckt, was mit diesem Patina Grün gemacht ist, aber was hinterher mit der Lasurgel transparent ist, da sieht man, dass in diesen ganzen rauen Oberflächen überall dieses Gold drin hängen geblieben ist und dementsprechend glitzert das auch so. Jetzt bringt er mir alle Töpfe. Nein, ich brauche nur diesen, nur den. So, den hätte ich nur nicht. den. So, das ist mit dieser Topf, mit dieser Craquelle-Paste. Jetzt diese Art, also nicht die wir eben über die Schablone gaben, das ist ein Plastiktopf, nur vorbereitet, damit gemacht. Und das sind unsere antiken Farben, aber das kommt alles nächste Woche noch einmal. Und da haben Sie natürlich, wenn man das jetzt guckt, da haben Sie natürlich riesige Risse. Da gibt es natürlich eine Grundierung für, anschließend diese große drauf und da haben Sie diese riesigen Risse. Aber das ist ein simpler, blöder, sage ich jetzt mal, Plastiktopf. Und wenn Sie den jetzt in den Garten stellen, dann sieht er wirklich aus wie ein Kottotopf. Und da machen wir noch jede Menge, da kriegen Sie noch jede Menge zu sehen, nächste Woche Montag passend dazu. Aber wenn Sie jetzt dahin wollten, dass Sie also so große Risse haben wollen, da ist diese andere Paste besser als diese feine, also diese Cracking-Paste. So. Zurück zu der Strukturpaste, die offenporig ist. So, um dieses Grün hier zu machen, habe ich benutzt diese Wandlasur. Oh, die ist noch, nee, wollte ich gerade sagen, kann ja nicht sein. So. Und da bei diesen Wandlasuren, die haben ja mehr oder weniger fast die gleichen, sage ich jetzt mal, Effekte wie unsere Lasurgels. Die sind also ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen gelartig, genau nicht farbenartig, ein bisschen gelartig, ein bisschen transparent, kann man ganz toll mit Wasser verdünnen. Das heißt, dass sie wirklich wie Lasuren sind, dass man sie so auftragen kann und sie bleiben dementsprechend auch fantastisch in diesen ganzen, sage ich jetzt mal, Strukturen von diesen Pasten hängen. Und ich habe dann hier bei dem Bild, habe ich dann erst hier mit diesem Patina gemalt, dann habe ich das Ganze angetrocknet und dann sieht das ja jetzt noch ganz nett aus so. Das Grün geht hier überall drauf. Man kann das jetzt natürlich wegwischen, aber man kann es auch so und dann als Lasur könnte man jetzt zum Beispiel ansprühen, dann läuft das runter. Bleibt nur an bestimmten Dingen hängen, wenn man so diesen alten Effekt machen will, weil das rau ist. Also das kann man alles machen mit diesen Lasuren, aber wo es mir jetzt drauf ankommt, ich trockne das jetzt mal gerade hier so ein bisschen fest, da machen wir jetzt auch hier nochmal mehr, an den Seiten ein bisschen mehr und in der Mitte lassen wir es ein bisschen weniger und dann werden wir die goldene Transparent drauf machen, damit Sie sehen, also Struktur, damit Gold und Glitter und alles da drin hängen bleibt oder halt mehr Farbe da drin hängen bleibt. Deswegen halt ein bisschen mehr Strukturpaste. So. Die Schmetterlinge sind leider ausverkauft und kriegen wir auch leider nicht mehr. Ja. Aber vielleicht hat jetzt gerade noch mal einer. Genau. Ja, die Schmetterlinge gibt es leider nicht mehr. Ginge das Ganze auch mit Antiking Paint? Ja. Aber dann. Matt. Aber matt dann. Ja, Antiking Paint ist matt, aber diese Lasur ist mehr oder weniger auch matt. Das können Sie jetzt auch mit Antiking Paint machen. Machen Sie es aber recht flüssig, weil sonst im Antiking Paint ist ja auch deckend. Die Lasuren sind alle nicht deckend, die sind alle leicht transparent. Und Antiking Paint wäre ja komplett deckend.
So, muss jetzt ein bisschen hier. Sagt mir mal einer die Uhrzeit, wie schnell ich sein muss jetzt. 8:30 schon. Oh, okay. Wer sagte jetzt gerade genug Zeit? Bitte? So, jetzt forcieren wir das hier. Eine Frage, wurde lackiert, bevor die Strukturpaste? Nein, hier wurde gar nicht lackiert. Hier ist einfach nur angemalt, hier ist dann die Strukturpaste drauf, jetzt die Patina und jetzt geht es um diese transparente Lasur. Und wenn ich die jetzt drauf tue, merken Sie direkt, die bleibt direkt richtig hängen. Weil hier ist natürlich Glitter drauf und dieses Glitter sucht sich natürlich so etwas Raues, wo es reingehen kann, wo es hängen bleiben kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine normale Modellierpaste nehmen würde, die würde nicht zur Hälfte so glittern, wie das jetzt hier aussieht auf dem. Auch wenn ich das jetzt gleich noch abwische oder Wasser drauf tue, in diesen Vertiefungen, in diesen ganzen rauen Oberfläche von der Strukturpaste bleibt das einfach hängen und sieht dementsprechend so toll aus. Eine Frage, wird das Magnesiumpulver heute noch gezeigt? Ja. Nochmal? Aber ich kann es doch gar nicht, ich habe es ja gar nicht. Ich kann zeigen, wie es geht, aber ich habe nichts trocken, weil wir es letztes Mal schon gezeigt haben. Einmal nur kurz zeigen, wie es funktioniert. Ja. Kann ich natürlich. Vielen Dank. Ja. So, jetzt habe ich halt mehr oder weniger alles richtig. Sag ich jetzt, aber je nachdem wie man guckt, kann man es schon sehen, dass es ist noch nicht trocken, wie sehr das da drin hängen bleibt. Aber jetzt kann man natürlich, je nachdem wie man will, mein Schwamm gibt jetzt schon auf, kann man natürlich hier das ein bisschen wegwischen und trotzdem wird egal wie, der Glitter wird immer in diesen hängen bleiben. Wenn das getrocknet ist. Muss man jetzt ein bisschen, ist alles nass, deswegen ist das alles noch ein bisschen zu sehr weißlich. Also da muss man es ein bisschen besser zeigen, hier, wenn es getrocknet ist. Das ist extrem in dieser Struktur, so ist glatt und dann so sieht man, dass es extrem in der Struktur noch hängen bleibt. Und auch hier die Moldformen sind auch nochmal damit gemacht, auch das kann man machen. Hier sieht man auch sehr gut, glatte Oberfläche, kriegt man es oben weg, bleibt diese Glitter nur in den Vertiefungen. Raue Oberfläche, hast du es mehr oder weniger komplett. Okay? Da bleibt das richtig drin hängen. Und dementsprechend sieht es natürlich dann auch toll aus. Da haben wir ja nicht nur dieses Lasurgel transparent, sondern wenn Sie zu den Wandlasuren gehen, da gibt es ja auch noch Kupfer und also da haben wir einige Metallic-Farben, sage ich es mal besser so, weil ich weiß die Farben alle nicht genau, wie sie heißen. Da kriegen Sie also noch jede Menge mehr tolle, sage ich jetzt mal, Farben, die super glänzend aussehen und die super glittern in diesen Strukturpasten, die dann wirklich fantastisch aussehen. So, jetzt haben wir das. Jetzt habe ich noch hier liegen wie mache ich das denn jetzt gerade? Hier kann ich es drauf machen. Okay, also wenn man mit Magnesia, jetzt musst du mir Magnesiapuder holen. Ja, Schatz, wenn du das, ich gucke mal gerade hier an der Seite, aber Cracking Plaster, nein, Magnesia. Nein, habe ich nicht hier. Musst du mir Magnesia holen. So, Magnesiapowder. Diese Oberflächen kriegen Sie damit hin. Ich kann Ihnen jetzt zeigen, wie Sie ich kann Ihnen nur nicht zeigen, wie Sie das fertig machen, weil das Magnesiapowder muss mindestens einen ganzen Tag trocknen. Aber Sie arbeiten grundsätzlich entweder mit einer dunklen Farbe unten drunter und einer hellen Farbe oben drauf oder andersrum, helle Farbe drunter, dunkle Farbe oben drauf. Das heißt, Sie malen jetzt etwas an. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel beige angemalt. Jetzt müsste ich das Magnesiumpuder nehmen, was der Sam mir im Eile-Schritt bringt. Der hier hinhumpelt. Humpelt er? Ach, Sam. So, jetzt muss ich gucken, ob ich
Beige habe, ja genau, so. Und wenn ich dann mit Schablonen arbeite, muss ich mir wieder was anmischen. So, Sekunde bitte, irgendwo drin, jetzt nehme ich, ist nicht das, egal, jetzt nehme ich halt das, kann man hinterher sauber machen. Das heißt, Sie nehmen das Magnesium, oh, er hat ein neues genommen. Mit mir würdest du schimpfen. Ich laufe die Treppen hoch jetzt. Ja, so. Das heißt, das, was ich jetzt schabloniere, ist dann ein Gemisch zwischen dem Magnesiumpuder und der Farbe, die ich da unten drunter benutzt habe. Das heißt, ich nehme jetzt ein bisschen Magnesiumpuder und nehme jetzt diese beige Farbe, die ich jetzt da hatte, und mische mir das jetzt an. Und dass ich wie so eine, ja, das ist eine extrem trockene, sage ich jetzt mal, Paste, die dann da draus wird, durch dieses ganze Pulver. Ich benutze dieses Pulver aber auch manchmal, dass ich es einfach in eine nasse Farbe mit drauf streue, damit ich so einen Effekt bekomme. Gell? So, jetzt habe ich es relativ dick. So, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Sie können über die Schablone gehen, Sie können aber... So sieht es aus, wenn ich versuche zu backen. Ja, genau so. Ja, ich nehme jetzt mal hier mal die grobe. So. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt hier, das ist jetzt ziemlich fest, und gehe hier über diese Schablone drüber. Das wäre jetzt wie diese Zahlen, die Sie bei dem anderen gesehen haben. So, dann habe ich das richtig schön dick fest. Kann aber auch, ich muss mal ein bisschen von meinem Pinsel hier runterholen, kann aber auch das Ganze nehmen und richtig so hier so auftragen. Aber es muss, wie Sie sehen, sehr, sehr, sehr trocken sein, so wie ich das jetzt hier auch habe. Gell? Nicht flüssig, sondern trocken, damit das so dick ist, so dick und hart wird. Weil das wird hinterher weggeschliffen. Das ist der Punkt. So, und ich kann jetzt natürlich hier, was ich oft mache, sagen wir es mal so, ich nehme jetzt hier, habe jetzt hier noch die feuchte Farbe, und dann kann ich natürlich auch hier dieses Puder ein bisschen hier so reingeben in diese feuchte Farbe und dann einfach so ein bisschen trocknen lassen. Das trocknet dann relativ hart, krümelig, sage ich jetzt mal, krümelig da oben drauf fest. Kann man immer wieder ein bisschen Farbe noch nehmen, das trocknet in diese Farbe ein, gell, und das Ganze dann hier mit ein bisschen Struktur versehen. Das ist eigentlich dieser Effekt, damit man eine Struktur hat, egal auf welche Art und Weise, ob über Schablone, ob über Pinsel, ob über hier, dass ich das mit dem Spachtel so mache. Einfach so kreuz und quer. Eine Frage? Und das, Sekunde. Und das Ganze, so wie es jetzt ist, egal wie schlimm das jetzt aussieht, gell? So wie es jetzt ist, lassen Sie das trocknen, aber das muss richtig gut durchtrocknen. Und dann geben Sie eine Kontrastfarbe drauf, das heißt dunkelbraun. Und dann lassen Sie das dunkelbraun auch komplett trocknen. Und dann nehmen Sie einen Schleifschwamm, so einen feinen Schleif. Und dann schleifen Sie das Ganze ab. Und dann kommt diese helle Farbe, was jetzt hier dunkel ist, hier ist es genau andersrum, was jetzt hier dunkel ist, kommt so raus, und hier, das, was Sie hier sehen, das ist ungefähr das, was ich jetzt hier gemacht habe, oder hier unten, dieses Kreuz und quer, Beton. Genau, was aussieht wie Beton, was aussieht wie aufgeplatzt. Und wenn Sie diese Paste irgendwie wie hier relativ dick haben, dann haben Sie noch einen kleinen, schönen Nebeneffekt. Den habe ich jetzt hier nicht, weil ich das, glaube ich, zugedeckt habe, dass Sie noch einen feinen Krakell haben, sondern so einen ganz feinen Riss noch haben. Und wenn das Ganze dann abgeschliffen und fertig ist, dann gehen Sie mit dem weißen Wachs da drüber. Wenn man das nämlich jetzt hier ein bisschen gegen das Licht, kann man das erkennen, ein bisschen, nee, ein bisschen, doch, da. Dann gehen Sie mit dem Wachs drüber, und der Wachs
bringt dann nochmal diese ganzen Unterschiede hervor. Und wenn Sie das Ganze dann polieren, haben Sie diesen tollen Effekt, wie Sie das hier auf dem Bild haben. So, Sabine, welche Frage? Also ich glaube, vielleicht war es auch schon beantwortet. Muss man das Pulver immer mit Acrylfarbe anmischen? Nein, Sie können das in jede andere Farbe auch einfach mit einstreuen oder mitmischen. Das ist egal. Macht nur nicht viel Sinn, es mit Chalky-Farbe großartig zu mischen. Deswegen, da haben sie es dann richtig schwer, weil es dann richtig dick wird, weil die ja auch so kreidehaltig ist. Gell? Aber mit sämtlichen Acrylfarben lässt sie sich super mischen. Man kann auch, wenn das jetzt hier ist, so ist, kann man dann so ein bisschen, zweimal ein bisschen Wasser drauf sprühen. Dann verbindet sich das ein bisschen mehr mit der Farbe unten drunter. Und dann kann ich noch mehr, sehen Sie da nochmal das Ganze hier richtig schön, ja, wie Spachtel. Jetzt habe ich es da richtig, jetzt musst du nochmal drauf gehen. Da war ja eben so rau und so rund, einmal mit zweimal Wasser drauf gesprüht und jetzt habe ich es wie drauf gespachtelt. Gell? Also da können Sie jede Menge Sachen machen. Aber je dicker und je kontrastreicher das aufgetragen wird, umso schöner ist es zum Schluss, wenn man es abschleift. Frage beantwortet? Ich glaube schon. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken bei all meinem Zeug, was ich hier habe. Das tun wir noch. So, was habe ich denn hier noch? Das wäre vielleicht noch etwas. Die glänzenden Heavy Body Gels haben wir ja jetzt mehr oder weniger auch gezeigt, oder? Ich habe jetzt hier noch ein Beispiel mit dem weißen Heavy Body Gel, was dann mit den Antikfarben gemacht wurde. Ich kann mal gerade das zeigen, bevor wir das jetzt irgendwie, das ist jetzt das weiße Heavy Body Gel und da genau, da ist das Beispiel mit dem weißen Heavy Body Gel. Oder? Ja, ist das, ich meine, das ist das, oder? Nee? Okay. Dann weiß ich nicht, wo das Beispiel ist. Ist ja auch egal. Das hier ist auf jeden Fall mit weißem Heavy Body Gel. Das ist natürlich deckend, das ist ohne jetzt irgendwie durchsichtig und dementsprechend kann man das jetzt natürlich auch mit Lasuren, aber nee, er robbt gerade hier diese Sachen einfach raus, wirft alles durch die Gegend. Ist da nicht zu fassen hier. Ja, das ist Modellierpaste. Das hier ist jetzt die Modellierpaste und die ist jetzt aber auch, das muss ich doch nicht nochmal zeigen, das ist auch wieder mit Lasurgel, ebenfalls wieder über ein Papier. Das sind diese Grunge-Papiere und hier kann man das sehen, wenn das, also einfach nur Heavy Body Gel, Modellierpaste drauf. Und hier ist das dann mit Lasur, da wird es dann etwas brauner. Aber ich finde, dass grundsätzlich kann man die Modellierpaste auf alle Papiere aufbringen und die sehen immer toll aus, auch Karten, weil die halt nicht so feucht ist, das wälzt sich nicht und dann kann man mit ein bisschen Lasur drüber gehen und dann hat man das sofort braun. Wenn man aber auch zum Beispiel Stempler ist, kann man da auch super toll mit Distressfarben drüber gehen und dann tut die Modellierpaste sich super schön, also auch einfärben. Wenn Sie Distress-Stempelkissen noch haben, geht das auch ganz toll. Also gerade wenn man Kartenbastler ist oder Stempler oder so etwas ist, dann kann man das in dieser Richtung sehr gut machen. So. Eine Frage. Ja. Kann man dann auf dem fertigen Bild mit Magnesiumpulver und dem Wachs ein Reispapier aufkleben? Ja, warum nicht? Ja. Der darf nur nicht zu farbig sein, sonst kommt die Farbe durch. Ja, man muss es vorher eigentlich wieder weiß machen. Aber man kann. Nee, aber vielleicht da kommt die Farbe durch, will man ist ja nicht vielleicht optimal. nur eine Schrift oder was aufkleben. Ist ja jetzt die Frage, was man will. Natürlich kann man, aber dann kleben Sie das Reispapier, weil Sie Wachs unten drunter haben, mit dem Keramikkleber auf. Sonst löst sich das. Wachs ist ja eine Unterlage, wo man nicht so toll drauf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Wachskerzen mit Reispapier macht, macht man es auch mit dem Keramikkleber. Deswegen nehmen Sie dann den Keramikkleber. Und was ich auch dann machen würde, ich würde den Keramikkleber dann auf die Rückseite des Reispapiers machen und nicht auf mein Bild, sondern auf die Rückseite des Reispapiers, dass ich auch wirklich nur genau da den Kleber habe und mir das ganze andere mühsam erarbeitete Hintergrund nicht zerstöre. So. 10 Minuten noch. Ja.
Du machst schon husch, 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 husch. So, das ist jetzt hier natürlich stark abgewandelt durch die Antiking Paint, die hier drauf ist. Aber die Basis, die man hier sieht, ich muss das Herz gleich noch gerade machen. Die Basis, die man hier sieht, ist ich habe das hier mit Dipping Paint gemacht, ganz einfach, weil die Dipping Paint schwarz so schön glänzt. Da muss ich nicht mehrere, und ist auch wirklich schwarz, da muss ich nicht mehrere Schichten machen, sondern dann kann ich einmal machen, habe ein tolles Schwarz und den Glanz. Man kann aber auch Acrylfarbe glänzen zum Beispiel nehmen. Das ist das Schwarz, aber Sie können auch ein normales Schwarz nehmen und lackieren, dann haben Sie es auch glänzend. So, die andere Seite ist mit Anlegemilch, also mit ganz normaler Anlegemilch, ist mit unserem Goldfolie gemacht. Und jetzt ziehe ich im Grunde genommen das Schwarz mit der Schablone, mit dem Heavy Body Gel glänzend schwarz darüber. Und das sieht einfach toll aus. Das kann man, sieht natürlich auch super, je nachdem bei Möbeln aus, hat aber einfach einen irre schönen Effekt, wenn man das macht. Und um dieses, sage ich jetzt mal, so starken Effekt wegzutun, sage ich jetzt mal, habe ich hier dann noch mit der Antiking Paint, Patina grün oder blau, keine Ahnung, drüber gegangen. Und dementsprechend habe ich dann hier das in diesen Hängen. Es glänzt auch nicht mehr so stark, weil halt Antiking Paints matt sind und dementsprechend hat man dann diesen Effekt. Wenn man das Ganze mehr glänzend haben will, muss man es mit einem feuchten Schwamm mehr abwischen, dann haben Sie überall wieder Glanz. Ich wollte hier dieses Matte haben, weil ich auch hier dieses Herz matt gemacht habe mit dem Gold. Das sind halt einfach die Gründe, aber es sind so Sachen, wo man dann weiterarbeiten kann oder wie man das macht. Aber der Effekt von diesem schwarzen Heavy Body Gel, Dipping Paint und Gold ist einfach toll. Es sieht einfach toll aus. Kann man auch mal so ein bisschen überlegen für Vasen, kann man tolle Vasen machen. Ich habe, glaube ich, auch sowas alles schon mal gemacht. Da müsste es sogar ein Video geben. Also da, dass man diese Mischung kennenlernt. So, jetzt gehen wir zu dem, das muss ich noch gerade machen. So, jetzt haben wir ja dieses Hearty-Herz und das sieht ja so schon toll aus, aber jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen doller hervorbringen und dafür habe ich dann, oder bin ich dann wieder ein Fan von diesem Trockenpinselarbeiten, weil dann hat man diese Oberfläche halt wieder etwas weißer und dann fängt man halt ganz langsam erst hier an den Seiten an. Jetzt muss man gucken, wo ich jetzt das mit der Kamera am besten so sichtbar ist. Perfekt. Ja? Ja? Ich weiß das nie, ich kann das nie so genau erkennen. Eine Frage. Machst du ganz toll. Ja, Mit welchem Kleber befestige ich meine kleinen Perlen? Ich mache das immer mit dem 3D-Varnish, weil der ist, wir können das noch ein bisschen gerade, so viel kriegen wir noch hin. So, jetzt machen wir gerade mal dieses Herz zu Ende. Ein bisschen mit dem, noch ein bisschen mehr mit dem Trockenpinseltechnik. Jetzt würde ich das dann auch lackieren, weil das sieht jetzt schon gut aus, aber wenn das dann lackiert ist, sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Aber jetzt kann man sehr schön sehen, dass das Ganze noch ein bisschen stärker herausgekommen ist. So, und wenn ich das Ganze, wir haben doch so viele Sachen gemacht, braun, braun, braun. Aha. Das machen wir jetzt einfach mal so. Wenn ich das Ganze jetzt hier so aufkleben würde, machen wir das gerade. So. Und dann sage ich, arbeite mit den Perlen. Dann nehme ich den 3D-Varnish. Und jetzt habe ich, und dann gehe ich zum Beispiel jetzt hier so lang. Und nochmal hier, na kommst du wohl. Moment, wie immer, wäre ja auch eine Schande, wenn es nicht so wäre.
Gell? So. Der wird ja nicht sofort trocken, dementsprechend kann man da schon jetzt ein bisschen alles, sage ich jetzt mal, machen mit dem Kleber und dann, da ist irgendwas drin, was sich ständig wieder zustopft. So, und selbst wo ich draußen im Garten gearbeitet habe, ging das so. Und dann kann man sich auch überlegen, ob man, jetzt macht man das so, ob man zum Beispiel noch sagt, okay, ich gehe noch ein bisschen hier über das Herz drüber, ich mache einfach mal unten so. Dann nehmen Sie sich immer so eine Unterlage und dann können Sie entweder das aus der Tüte herausschütten oder aus den Händen. Wichtig ist, dass Sie es aufheben und dann einfach dagegen streuen und dann, schauen Sie mal, und dann klebt das hier so schön in diesen Vertiefungen und auch wieder ein bisschen dagegen streuen. Manchmal schiebe ich das auch mit meinen Fingern noch ein bisschen da rein, damit ich hier zum Beispiel auch wirklich so dicke und dünne unterschiedlich habe. Jetzt habe ich hier in meinem Teil auch noch welche drin, mit den Beads, die gibt es ja auch in allen möglichen Farben. Und diese kleinen, wie heißen die denn? Microbeads, mit den kleinen Microbeads. Und diese ganze Mischung streue ich dann einfach hier rein. Und das bleibt an diesem Varnish hängen und dann trocknet das Ganze. Und auch hier unten kann man da richtig schön arbeiten. Es sieht, also ich finde, dass das ein ganz sensationell schöner Effekt ist. Auch gerade diese unterschiedlich, wenn man das hier mal anguckt, hier diese unterschiedlichen Größen an Perlen, hier kann man das noch ein bisschen besser sehen. Das sieht einfach super schön aus. Gell? Und wenn man will, kann man jetzt ja wirklich sagen, okay, jetzt macht man hier, man hat ja hier dieses Klare noch, wo kein Motiv ist, dann kann man wirklich hier auch in der Mitte nochmal hier mit dem 3D-Varnish hingehen und sagen, okay, ich bin ein Fan von diesen Perlen, jetzt streue ich hier diese ganzen Perlen nochmal rein und habe dann noch überall diesen, jetzt habe ich noch die Kette in meiner Hand hier, noch diese ganzen, so. Und überall noch ein bisschen. Manchmal bin ich dann auch hingegangen, habe diese größeren Perlen dann nochmal genommen und habe die dann nochmal gezielt irgendwo reingesetzt. So wie hier oben zum Beispiel, wenn ich sie genau da oben alle paar Meter so eine große, schöne Perle haben wollte. So, wenn man das jetzt nochmal anguckt, wie toll das aussieht. Gell? Also, und dann lässt man das einfach trocknen oder man lackiert oder was weiß ich, was man will. Aber da gibt es also die Möglichkeiten. Und egal wie, auch wenn ich Punkte mache, mache ich das immer mit dem 3D-Varnish. Ja, ich kriege hier Huschi, Huschi, Husch gemacht. So, und dann gibt es noch einen Tipp, wenn man jetzt... Ja, so, genau. 3D-Arbeit. So, das sind jetzt die neuen Molds und das ist das Reispapier, was dann Mitte Mai kommt. Das ist ein Dekoupagepapier. Und, Entschuldigung, ein Ist Dekoupagepapier, nicht was Mitte Mai, so. Und da sind die Perlen und da kann man eigentlich relativ gut noch diesen Tipp geben. Wenn Sie bereits einen Rahmen haben, dann tun Sie überall, wo Sie die Perlen haben wollen, den 3D-Varnish, dann schütten Sie die Perlen einfach in diesen Rahmen rein und schütteln den Rahmen links und rechts und dann bleiben die automatisch daran hängen. Und deswegen ist es dann mit einem Bild mit Rahmen viel leichter. So, da haben wir dann nochmal, hier sehen Sie auch die Rahmenmold und da haben Sie die Herzmold mit Innenteil, eben war sie ja ohne Innen ausgegossen und dann nochmal die schönen Cameos und mit den Rahmen. Ich liebe diese Bordüren, weil diese Rahmen sehen so professionell aus, die sehen einfach so toll aus. Oder das sieht doch aus wie ein gekaufter Rahmen. Okay? Das Einzige, was wir das nächste Mal machen, habe ich gesagt, wir müssten mal eine Mold machen,
wo jede Dings nicht nur, die muss mindestens 25 cm sein. Dann muss man nicht so oft anstückeln bei größeren Sachen. So, jetzt Gewinner der, sage ich jetzt mal, Muttertags Laternen in groß und in klein. Erster Gewinner, Frau Rosita Eggelmeer Goossens. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Gewinner, Maronenröhrling. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und ja, Maronenröhrling ist bestimmt ein Pilz, oder? Schmecken bestimmt gut. Super Name. So, und dritter Gewinner, Caroline Eckhardt. Herzlichen Glückwunsch an Sie gehen grundsätzlich die große und die kleine. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Ich hoffe, es hat Ihnen heute Freude gemacht. Nächste Woche Montag gibt es dann neues Reispapier, neues Papierset, Sachen für draußen. Und wenn wir dazu kommen, als weitere Technik Fiber Paste. Schönen 1. Mai und noch eine tolle Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.